Dann heiße ich dich jetzt willkommen zu meinem Gothic-Podcast-Format Gothic Matters zur 24. Ausgabe. Heute ist der liebe Gast, die liebe Yomi, die schon beim Quiz dabei war. Und hi, Jack. Herzlich willkommen, schön. Achso, Entschuldigung. Alles gut. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, nicht nur bei diesem wundervollen Tag, nein, auch eben bei diesem wundervollen Podcast, ja. Und ich freue mich sehr. Ich habe mich bestens vorbereitet. Ich kann euch alles heute erzählen. Also stellt irgendeine Frage. Ich kann alles beantworten zu jedem Zeitpunkt. Sehr, sehr, sehr gut. Dann stell dich mal kurz vor. Oh, das kannst du nicht beantworten. Wer nochmal? Wie nochmal? Hi, ich bin Yomi. Ich bin seit 2019 in den Weiten des Internets nicht nur vorhanden, nein, auch verfügbar. Ich habe angefangen damit League of Legends zu streamen und heute bin ich, washed up und habe mich voll und ganz dem Geschrei verschrieben, also auch sowas wie Entertainment, also zumindest wenn ihr versucht, Spaß zu haben, dann seid ihr da quasi eingeladen, mit mir gemeinsam Spaß zu haben, ja. Ich spiele größtenteils RPGs, Rollenspiele jeglicher Art, alles, was mit Schwierigkeit zu tun hat, was man hochschrauben kann. Und Immersion ist nicht nur geliebt, sondern auch gelebt, ja. Ich habe dieses Jahr bin ich in Voice Acting mitunter reingegangen, hatte da meine Auditions gemacht und für eine Baldur's Gate Mod hatte ich sogar ziemlich häufig die Frage, hey, kannst du Jaheira und Minthara machen? Ich habe die Rolle nicht bekommen. Mein Leben ist schlecht. Ja, das war's. Das war eine sehr knackige, kurze Einführung zu dir. Okay. Ich hoffe, ich habe ein bisschen was erzählen können, ja. Ich denke schon. Du hast dich auch ein bisschen vorgestellt. Du hast ja im Prinzip deinen Werdegang als Streamer ja schon nebenbei gerade ein bisschen erklärt, ja, oder stimmt. Hast du noch was dazu zu sagen? Nö, das ist basically was passiert, ja. Okay. Also, wie bist du denn auf Gothic damals gekommen? Boah, also Gothic geht natürlich, wie bei den meisten wahrscheinlich, zurück in die Schulzeit. Ich hatte damals einen sehr guten Freund, und der war sehr viel mehr in dieser Rollenspielgeschichte drin. Also der hat viel mehr Spiele gespielt, die so Fantasy, Mittelalter als Thema hatten. Ich hingegen bin sehr früh bei MMOs eingestiegen. Also ich hatte damals Flive gespielt und dann auch relativ schnell, also als es dann rauskam, League of Legends. Und bis dahin hatte ich Smash Bros. Gespielt. Also ich habe vor allem mich darauf konzentriert, Menschen ins Gesicht zu schlagen. Und dieses ganze Rollenspielding, das war eigentlich kaum vorhanden. Deswegen ist es so eine ganze Sparte, die ich die letzten 15, 20 Jahre quasi nachhole für mich. Und ich hatte damals Morrowind gespielt. Nicht Morrowind, Oblivion. Oblivion und Skyrim. Und als ich von Oblivion erzählt hatte der zu mir gemeint, hier, wenn dir das Spaß macht, du musst dir mal Gothic angucken. Holy fuck, bestes Game überhaupt. Gothic 3 damals tatsächlich hat er mir direkt ans Herz gelegt. Und ich hatte dann erstmal gesagt, ja gut, also guck's mal natürlich erstmal ins erste Game rein. Und dann habe ich mir das erste Spiel gekauft von Gothic, also Gothic 1, zu einem Zeitpunkt, wo wir umgezogen sind. Das heißt, ich hatte kein Internet. Und wenn ich kein Internet habe, dann habe ich die Zeit, mal Singleplayer-Spiele zu spielen. Und ich habe dann eine Woche lang, wo wir kein Internet hatten, nur Gothic gespielt. Das war richtig cool, weil ich war wirklich in meinem dunklen Kämmerlein, wo ich die Rollläden runtergerollt hatte, wo ich gerade so mein Bett drin hatte, nur den Schreibtisch und so einen alten PC. Ihr müsst euch vorstellen, das war wirklich so ein Röhrenmonitor noch, ne, weiße Tastatur, diese grau-weiße Tastatur, diese sehr haptische, ne? Falls du weißt, was ich meine. Und auch so, ich hatte noch so eine Kugel in der Maus, weil ich damals einfach, noch nicht in diesem PC-Gaming drin war. Und da habe ich dann Gothic 1, im Dunkeln bei Tag und Nacht durchgespielt. Und das war so geil. Das war, also als ich das gespielt habe, meine Mutter hat mir dann teilweise zugeguckt und hat gedacht, ich spiele hier so das Schlimmste, was es gibt, weil ich habe einfach gerade eine Schriftrolle geklaut aus einer Truhe, anstatt sie zu erhandeln. Das geht ja gar nicht, aber das war halt die Quest bei Korkalom da, die Schriftrolle da, die man klauen konnte. Ja, so bin ich zu Gothic gekommen. Ah ja. Sehr interessant. Und was arbeitest du denn?
Okay, also gerade bin ich in der Gastro gefangen. Und ja, das mache ich natürlich, um meinen Lebensstil hier zu finanzieren, um dann im Internet rumbrüllen zu können. Aber das, das ändert sich eventuell demnächst, weil ich habe tatsächlich ein Jobangebot bekommen. Deswegen bin ich die letzten 2 Wochen wenig online gewesen, weil mich das auch ein bisschen stresst und weil Sachen kaputt gegangen sind etc. Auf jeden Fall kann sein, dass ich ziemlich bald was richtig Cooles machen kann. Also ich will jetzt noch nicht sagen, wo, weil es halt noch nicht feststeht. Und erst wenn es feststeht, will ich so viel darüber reden. Aber das wird dann in Content Producer gehen. Also das heißt, ich darf dann im E-Sport-Bereich generell Inhalte produzieren. Also konzeptuieren, umsetzen, aufnehmen, selber vor der Kamera, hinter der Kamera, das wird geil. Da mache ich nichts anderes mehr. Den ganzen Tag nur noch schreien. Ja. Also League of Legends. Nee, nicht nur League of Legends das war tatsächlich. Ja, ist gut. Also League of Legends ist dabei, aber da, ja, alle E-Sports-Titel sind dabei. Und generell, ja, alles, worüber man berichten kann quasi, da ist umfasst diese Arbeitsstelle. Ja. Okay, nice. Wie sieht's denn aus? Wieso hast du dich denn Yomi Ganda genannt? Okay, also mein erster Internetname auf Twitch war C2 Kiyomi. Ja. Damals, es gibt so ein Lied, das kennt ihr vielleicht. Das geht so, ich weiß nicht mehr, ist das japanisch oder koreanisch gewesen? Es war koreanisch. Und da ist in einem Text, heißt es halt Kiyomi. Und irgendwie heißt es, ich weiß nicht, ob es mit dem Kontext zu tun hat, aber es heißt halt süß, ne? Und damals war ich ganz süß und klein und lustig. Deswegen hatte ich mich danach benannt und C2, weil erstens ist es ein Gamer-Name, da muss man Buchstaben und Zahlen drin haben, ganz wichtig. Ja. Und C2 von Code Geass war ist mein Lieblingscharakter aus Code Geass. Und ich kann mich gut mit ihr identifizieren, weil sie möchte geliebt werden und ist unsterblich. Ich wäre auch gerne unsterblich und möchte nicht ewig geliebt werden. Und davon ist aber das Yomi übrig geblieben. Und ich habe den Namen C2 Kiyomi nicht mehr gefühlt. Deswegen habe ich mich umbenannt, habe das Yomi behalten, was Unterwelt bedeutet auf Japanisch. Ja, ich weiß, wir machen hier einen asiatischen Sprachensprung, aber irgendwo muss der stattfinden. Und ich mag nordische Mythologie. Und die liebste Kreatur dort ist mir Jormungandr, also die Weltenschlange. Mitunter, weil das ein Kind Lokis ist und so, keine Ahnung, so wie ich aussehe, wie ich bin, was ich mache, passt ja. So, ich bin so ein komisches Stück. Ne? Und das lebe ich in dem Namen dann weiter. Das ist, glaube ich, die längste Geschichte zu einem Namen, die ich bisher, glaube ich, hier auf dem Channel hatte, wahrscheinlich. Das kann sein. Ich glaube, niemand hatte wirklich irgendwie mehr zu sagen dazu. Weil das ist ja actually, ist ja 2 Phasen. Also Deshalb. 2 Phasen Name. Ja. Und dann kommen da so viele Namen, kombinieren sich hier in deinen Namen rein und dann, ja. Ja, ich hätte auch Yomi Trox heißen können, dann wäre ich einfach Yomi und Aatrox. Ganz kurz davor gewesen. Ganz kurz davor gewesen, wirklich. Ja. Okay, nice. Dann beginnen wir jetzt mit dem Podcast-Format, mit dem ersten Gothic-Teil. Was kannst du uns denn Schönes der Spielwelt sagen? Zu allen 3, fangen wir irgendwie bei Gothic 1 an? Wir fangen bei Gothic 1 an, genau. Okay, also zur Spielwelt. Die Spielwelt ist dadurch, dass sie klar abgegrenzt ist für den Spieler, hat man direkt so, du fängst das Game an, du weißt, du bist in dieser Gefängniskolonie und du kommst nicht mehr raus. Dadurch hast du so, du weißt, okay, das wird hier nicht, also, es ist eine abgeschlossene Map. Du weißt als Spieler, es wird ein Ende haben und sobald ich alles rausgefunden habe, wo was ist, werde ich mich zurechtfinden. Und das kannte ich tatsächlich gar nicht. Ich hab halt so mit Fantasy- und RPG-Games mit Open World tatsächlich angefangen. Dass man halt überhaupt nicht weiß, so wann hört das auf. Es hört wahrscheinlich nie auf. Das ist natürlich auch gelogen. Aber
Aber das war so ein ganz großer Unterschied und den fand ich toll, weil ich einfach abschätzen konnte, was eigentlich, wie viel auf mich zukommen wird. Und so jeder Schritt hat sich direkt wie Progress angefühlt und nicht so, als würde ich halt ins Endlose laufen. Ja. Interaktion innerhalb der Spielwelt, so, ich war durchaus geflasht davon im ersten Teil, ähm, wie unterschiedlich es sein kann, wo man ist. Ähm, Obwohl es halt so eine kleine Kolonie ist, ne? Oder beziehungsweise es ein Gefängnis eigentlich sein sollte. Und ich hatte auch bis dahin nicht dieses Konzept gekannt, dass es verschiedene Fraktionen gibt, denen man sich anschließen konnte. Und du hast direkt beim ersten Spielen, hast du direkt gemerkt, okay, shit, ich kann das Game mindestens 3-mal durchspielen. Und werde eine andere Erfahrung haben. Und werde einen anderen Bild spielen, einen anderen Charakter spielen, eine andere Rolle einnehmen. Ist cool. Ja, das spielt sich natürlich in den weiteren Teilen weiter. Da muss ich wirklich sagen, am wenigsten Freude hat mir dann entsprechend die Gothic 3 Map gemacht, ne? Weil, also nicht weil es Open World ist, sondern weil sich es irgendwie auch viel weniger wichtig angefühlt hat, wo man mitgemacht hat, irgendwie. Weil man konnte jede Quest irgendwie machen, solange man nicht total verfeindet war, glaube ich. Also, ja, hat sich definitiv anders angefühlt. Was würdest du sagen? Also ich würde auf jeden Fall Weiß sagen, ich. erstmal eine Frage stellen diesbezüglich. Woher wolltest du denn damals wissen, wo du es gespielt hast, dass es nach der Barriere vielleicht doch nicht weitergeht irgendwie? Das ist ja nichts, es ist natürlich, man denkt sich das nicht, aber es könnte ja sein, theoretisch. Dass es ja weitergeht. Stimmt. Ja. Ja, stimmt. Dass man die Barriere eben durchbricht und man halt am Ende vom Spiel dann doch rauskommt. Das stimmt. Das hatte ich aber irgendwie nie gedacht. Wahrscheinlich, weil ich halt gesagt bekommen habe, Spiel Gothic 3. Und dann wusste ich halt, okay, es wird halt weitergehen, aber in den kommenden Spielen. Ne? Im zweiten und dritten Teil. Wenn dann. Ich glaube, deswegen habe ich das gar nicht in Betracht gezogen. Ich habe das damals auch nicht in Betracht gezogen, aber da war ich so jung, dass ich das vielleicht auch grundsätzlich nicht viel wahrscheinlich in Betracht gezogen habe. Aber wenn ich, glaube ich, älter gewesen wäre, hätte ich trotzdem, wenn ich nicht wüsste, dass es mehrere Teile gibt, auch wahrscheinlich gedacht so, vielleicht gibt es ja noch nach der Barriere was oder man kommt da vielleicht irgendwie raus und kann doch was machen. Aber ja. Mhm. Aber auf jeden Fall, die Gothic 1 Spielwelt ist in sich geschlossen, ist schön. Das mit dem Progress, da stimme ich dir auch zu 100% zu. Weil du fühlst halt einfach so, da habe ich jetzt alles abgegrast, jede Quest gemacht. Oh, ich bin woanders. Ich muss jetzt doch noch mein Sumpflager, das Rezept klauen, was du vorhin gemeint hattest auch. Und Ja. dann musst du auch wieder zu den Orten zurückkehren wegen irgendwelchen Quests. Dann ändert sich was. Plötzlich in späteren Kapiteln ändern sich auch Dinge. Das können wir, wenn wir zur Geschichte kommen, werden wir das ja auch wahrscheinlich erwähnen. Also ich bin, wie gesagt, sehr überzeugt von der Welt und ich hoffe, im Gothic Remake wird das auch so sein. Aber bisher, was ich gesehen habe, ist auf jeden Fall sehr gut dazu. Ja, ich bin auch wirklich großer Fan von diesen abgeschlossenen Akten, die dann entsprechend, ich glaube, ja, jeder Akt hatte dann auch ein paar Respawns gehabt an Viechern. Das hat einem so ein bisschen auch dazu gepusht. Also, auch wenn man es nicht wusste, also gut, man hat es halt nicht gewusst, dann hat man halt alles abgegrast, was man konnte im Akt 1 quasi. Und dann wurde man quasi belohnt mit Akt 2, dass dann ein paar Respawns dabei gewesen sind. Du wusstest, okay, ich kann wieder XP farmen, ne? Ja, auf jeden Fall. Der Jack hat gesagt, Ja. das Interessante Gothic in der Welt ist, in der du gefangen bist, frei in deinen Möglichkeiten, freier als in jedem anderen Spiel, sagt er. Weil es dann klare Features gibt, würde ich jetzt mal sagen. Weil es einfach einen klaren Rahmen gibt, in dem du dich kreativ ausleben kannst. Also auch als Entwickler übrigens. Und wenn du halt eine offene Spielwelt hast, dann versuchst du dem Spieler ja die Möglichkeit zu geben, überall irgendwas machen zu können. Und dadurch fällt unfassbar viel Kreativität weg. Ich glaube, damit hat das viel zu tun. Ja. Auf jeden Fall. Okay.
Wie findest du den Fantasy-Teil in Gothic 1? In Gothic 1, ich muss sagen, es ist sehr, sehr Low Fantasy. Also sprich, klar, es gibt Magie und irgendwie manche Leute ordnen das dann aufgrund des Vorhandenseins von Magie dann schon als relativ gut Fantasy ein. Aber ehrlich gesagt, also klar, da gibt es fantastische Wesen, die es nicht gibt, wie der Schattenläufer. Es gibt eigentlich jede Kreatur, die da rumläuft. Ich glaube, es gibt kein einziges Tier außer der Wolf, oder? Lass Was mich so mal in nachdenken. der Der Realität. Wolf? Ja. Schattenläufer gibt's wohl nicht. Wohleratz gibt's auch wohl nicht. Scavenger gibt's wohl auch nicht. Menschen gibt's auch nicht. Ja, Fleisch, ja so. gut, die Menschen gibt's, genau, in unserer Welt gibt's fast keine Menschen mehr, das ist recht. Da gibt's nur Idioten. Und, Experimente. Laufende Experimente, jo, ja, genau. Ja. So Nee, die- aber ja, es ist natürlich auf jeden Fall fantastisch, aber ich würde es trotzdem als relativ Low Fantasy einordnen, aufgrund dessen, dass man, dass die Themen, mit denen man sich befasst, als Figur, als Mensch, als Charakter in diesem Spiel, doch sehr nah an dem ist, was man selber real dort erleben würde. Also, ich weiß nicht, es ist sehr übertragbar mit dem, was man kennt. Während halt bei High-Fantasy-Settings hast du ja den starken Kontrast. Da geht es dann um, ja, um sehr mystische, kosmische Dinge plötzlich teilweise. Und die einfachen Leiden des Lebens sind dann viel kleiner. Auch vorhanden, logisch. Aber werden dann in solchen Spielen viel weniger behandelt. Während ich in Gothic beispielsweise läuft mir irgendein Typ hinterher, der anscheinend einsam ist, dem ich dann erstmal ins Gesicht schlagen muss, damit er mich wieder in Ruhe lässt. Weißt du? Klar, gibt es natürlich bestimmt in, weiß ich nicht, World of Warcraft auch. Ne? Aber halt viel weniger. Also ist dann viel, viel irrelevanter. Klar schlachte ich da auch meine scheckigen Eber, aber das wird nicht ewig sein. Aber gut, später streichel und twerke ich für Bienen, aber ja, trotzdem, der Zusammenhang fürs Twerken für Bienen ist ja auch nur deswegen, weil wir eine Biokuppel in einer verlorenen Welt versuchen aufzubauen. So, das machst du halt nicht in Low Fantasy. Ne? Authentisch ist ein gutes Wort, ja. Genau. Das ist wie ja? normale Leute. Ja. Ja. Ich habe gesagt, du hast ja Mut erwähnt gerade eben, oder? Bitte, was habe ich erwähnt? Du hast gerade eben Mut gemeint, oder? Mit deiner Aussage? Ja. Ja, der gute alte Mut. Ja, beim letzten Mal, wo ich Gothic 1 durchgespielt habe, bin ich den Berg hoch. Eigentlich wollte ich ihn da umbringen. Aber das Problem ist, es hat sich von selbst erledigt, der ist aus Versehen den Berg runtergefallen. Ich musste da nichts erledigen. Seine Leiche war plötzlich unten. Und diesmal natürlich war ich noch nie schuld, aber Ramon, bei Podcasts kannst du die Punkte dafür nicht usen für das Hut wechseln. Das kannst du erst nach dem Podcast wieder machen. Weil es ja so auf YouTube dann später kommt. Du hast einen Gandalf-Hut? Ist das eine Frechheit? Ja, hab ich. Ich habe auch noch ein paar neue Hüte von der Gamescom jetzt auch noch. Ach, oh nein, das ist nicht gut, dass ich das jetzt gesagt habe. Ramon wird sich bestimmt wieder den Scheiß aussuchen. Aber ich gebe dir die Punkte. Ich weiß nicht, Nadel, gib ihm mal die Punkte bitte zurück. Weil ich weiß nicht, wie ich die zurückgeben kann, aber du bist der Mod, du weißt das bestimmt. So, genau. Das ist ja meine Frechheit. Jetzt tut mir leid, Ramon, weil das sind ja Sachen, die dann so rauskommen. Aber egal. Wo wir stehen wegen, genau, wir haben gerade über den guten alten Mut geredet, genau. Also du hast ja vorhin das Spielfeld erwähnt, da hast du auch die Glaubwürdigkeit schon erwähnt. Würde ich jetzt mal sagen, eigentlich schon. Oder würdest du noch was dazu sagen zur Glaubwürdigkeit von Gothic 1? Nee, genau, die Glaubwürdigkeit. Also man kann sich da viel mehr reindenken als oder man kann sich das sehr gut reindenken im Vergleich zu vielen High-Fantasy-Settings. Ja. Mhm. Okay. Was ja der Anspruch oder was ja der Grund ist, warum man zum Beispiel High Fantasy spielen würde, ist ja der Eskapism, also dass ich der Realität mehr entfliehen möchte, mich mehr atmosphärisch in das Setting reinarbeiten möchte, um eben nicht mehr an den Alltag zu denken oder um das Gefühl zu haben, ich kann den Alltag ein bisschen loswerden. Das ist dann natürlich dann ein bisschen weniger bei so einem Spiel wie Gothic oder bei generell den Piranha Bytes Spielen. Ich glaube, das Einzige, was so sehr davon weggeht, ist Risen 3.
Jetzt abgesehen von Elex, weil Elex einfach ein futuristisches Setting ist. Und das habe ich noch nicht gespielt, also da kann ich tatsächlich nichts dazu sagen. Aber Risen 3 ist ja so, da kommt plötzlich sehr viel mehr magisches Zeug, also gerade mit dem Untotenreich dazu. Ja. Okay, gut. Dann gehen wir mal zum Kampfsystem. Was sagst du zum Kampfsystem Gothic 1? Das Kampfsystem funktioniert, gerade in Gothic 1 und 2. Und ich würde nicht mal sagen, dass es irgendwie dermaßen veraltet ist, dass man es nicht wieder umsetzen könnte. Ich denke, ja, Gothic 3 zum Beispiel wollte mit dem Kampfsystem in eine moderne Richtung gehen. Ja? Und das hat es ja auch gemacht und geschafft. Und es funktioniert auch. Aber ich finde wirklich, also ich wünschte, ich könnte Gothic 3 in der Gothic 1 oder 2 Engine spielen. Und ich glaube, ich hätte mehr Spaß. So, ich glaube, das wäre straight up besser, wenn ich das Kampfsystem davon hätte. Dann entsprechend natürlich alles ein bisschen gebalanced, aber doch, du drückst ja, ich weiß gar nicht, du drückst ja Steuerung und Leertaste und Q und E. Und ja, das ist ein bisschen Umdenken, du musst dich dran gewöhnen, aber sobald du das halt gemacht hast, mag ich's. Also zumindest Nahkampf, ne? Mhm. Nee, auf jeden Fall. Wie ist das mit Bogen? Ich glaube, ich habe noch nie Bogen ausprobiert. Bogen ist genauso wie die Armbrust. Du drückst drauf und schießt geradeaus sozusagen und dann trifft er den Gegner und schießt ihn ab. Nur das hat eine Prozentchance, ob es trifft oder nicht. Und wie weiter weg, desto weniger ist die Chance. Genau, selbst wenn du 100% hast, wenn du zu weit weg bist, kann es sein, dass du nicht triffst, zum Beispiel. Ah, okay. Deswegen habe ich das nicht gespielt, weil ich nie getroffen habe. Oder Ich halt, mag weil auch ich das Bogen nicht so komisch sehr. fand, dass ich nicht treffe. Ja. Aber ich habe trotzdem mal die Switch-Version. Ja? Ja? Magie hatte ich ausprobiert. Magie fand ich auch ganz gut. Muss ich aber sagen, ist natürlich sehr klassisch. Ne? Also du stehst weit weg und du schmeißt mit Zeugs um dich und du hoffentlich machst du irgendeinen Crowd-Control auf den Gegner, dass der gestunt oder geslowt oder sonst was ist. Oder du one-shottest ihn, ne? Mit Feuerregen und so ein Quatsch. Da finde ich, da muss ich sagen, da fühlt sich aber der Magier an wie ein Chemiebaukasten. So, du weißt ungefähr, was du tun musst und dann legst du dich halt drauf fest, welche Gegner welche Spells wie oft abbekommen. Das finde ich, ist an Magie interessant in Gothic 1 und 2. Auch in Risen dann. Risen 1 zumindest. Weil du damit so mit deinen Ressourcen arbeiten musst. No? Weil das ja begrenzt ist, anders halt als Nahkampf. No? Nahkampf hast du Attacke. Rein in die Olga. Genau. Ganz einfach und ganz klar gesagt, ja. Hast du dich für ein paar Sachen angesehen wegen dem Gothic Remake? Oder hast du den Juras-Prolog gespielt? Beim Gothic Remake hatte ich mich darauf, da mache ich das leider, wie ich es häufig mache. Ich schaue es mir nicht an. Und wenn es rauskommt, spiele ich es. Weil da, weiß ich nicht, da habe ich am meisten von. Also, das ist vielleicht nicht so cool, gerade für Content und sowas. Die Leute wollen das ja sehen, aber ich will es erst sehen, wenn ich spiele, tatsächlich. Ich habe ein paar Ausschnitte gesehen, klar. Ne? Aber wie es tatsächlich dann sein wird, werde ich wissen, wenn es draußen ist. Also ins kalte Wasser rein. Ja, das finde ich ist die coolste Spielerfahrung. Und gerade bei Gothic, so das erste Game, was mich so richtig in Fantasy und RPGs reingeholt hat, ja, das hat es dann eben verdient. Ne, das beste Treatment. Ich muss mir gerade so vorstellen, man sagt ins kalte Wasser werfen. In Gothic 1 wirst du ja wirklich am Anfang ins kalte Wasser geworfen, theoretisch. Stimmt, ja. Das ist ja auch ganz geil, so wörtlich. Okay. Das hast du sehr wörtlich genommen, okay. Wie findest du denn den Schwierigkeitsgrad in Gothic 1? In Gothic 1 war der Schwierigkeitsgrad, ja, gut. Ich finde, gerade da würde es mir schwer fallen, dass ich es selber schwerer mache, das Spiel. Weißt du? Also sprich, selbst wenn ich einen Schwierigkeitsgrad erhöhen könnte, wüsste ich nicht genau,
was man optimieren könnte in seinem Spielverhalten, damit das halt immer noch Spaß macht. Weil du hast halt das Problem, gerade am Anfang, wenn du da deine Nahkampfwaffe hast, du prügelst halt auf die Gegner ein und versuchst so viel wie möglich nicht getroffen zu werden, was eben manchmal nicht so viel mit dir zu tun hat. Irgendwie. Also doch schon, teilweise schon. Das sind ja immer so Muster, die man immer wieder anwendet, bis der Gegner tot ist. Und wenn du den Schwierigkeitsgrad davon halt wesentlich erhöhen würdest, ja, dann würdest du auf Steine schlagen. Und ich glaube, auf Steine schlagen macht nicht so viel Spaß. Das ist dann nicht so eine richtige Herausforderung. Deswegen, ich finde den Schwierigkeitsgrad vom ersten Teil definitiv angemessen. Vom zweiten Teil kenne ich es nur vom Nacht des Raben. Da ist es auch total geil, tatsächlich. Also, das Einzige, was mir da so aufgefallen ist mal, war, als ich mit Jakendar fertig war. Als ich mit Jakendar fertig war, war ich richtig, richtig stark. Und bevor ich nach Jakendar gegangen bin, musste ich mir bei allem zweimal überlegen, ob ich dagegen kämpfe. Gefühlt. Ja, genau. Ich glaube, das mit Jakendar machen wir gefühlt alle als erstes. Fast alle Spieler machen als erstes Jakendar. Aber ich glaube tatsächlich, das ist eigentlich gedacht, dass man erst zum Minental geht, glaube ich, und dann erst nach Jakendar. Ist das so? Ja, weil du ja im Prinzip im dritten Kapitel wirst du ja gezwungen, nach Jakendar zu gehen. Dann sagt Atras, er geht nicht weg, weil er seine Ablösung braucht. Also du musst dann nach Jakendar. Naja gut, aber das ist ja bloß die Variante vom Spiel, Spieler abzuholen, die es halt noch nicht gemacht haben. Richtig. Aber ich glaube, es ist halt nicht gedacht, ich habe ja das Original Gothic 2 gespielt. Also normal Classic. Und da bist du ins Minental gegangen, da waren die Orks auch ziemlich stark. Und du fühlst dich überhaupt nicht overpowered. Aber wenn du aus Jakendar kommst, fühlst du dich extrem overpowered. Eigentlich. Ich meine, man kann ja teilweise theoretisch alle Orks clearen, wenn man zum Minental wieder zurückkommt. Weil man jetzt ein Schwertmeister ist mit 140 Stärke oder irgendwas in der Art. Und eigentlich alles abmetzeln kann schon fast. Ja. Ja, okay. Also habe ich noch nicht probiert, wie es wäre, nicht direkt nach Jakendar zu gehen. Ist halt cool. Ehrlich gesagt, ich finde ein Argument, warum man das zuerst machen könnte, ist wegen den Waffen, Rüstungen und den Belohnungen, die man halt dann dort bekommt. Also beispielsweise die Klaue Belias dann. Das ist ja cool, wenn du davon mehr hast und das halt mehr benutzen kannst und damit ins Minental gehst. Wobei man natürlich dazu sagen muss, die Klaue Belias ist ziemlich kacke. Also die ist nicht lange sinnvoll, fand ich zumindest. Ich mag die Klaue Belias auch nie, aber es gibt Leute, die es anscheinend gerne nutzen, aber ich weiß nicht. Es gab einen Spell, ich glaube, ich hatte diesen Dornenwuchs-Spell benutzt. Der war so ein bisschen okay. Aber das war halt schnell nicht mehr so brauchbar, ne? Leider. Es war nur cool. Hattest du das nicht sogar beim Quiz erwähnt gehabt, diesen Spell? Ich glaube, da war irgendeine Frage, oder du die beantwortet hast. Ich weiß es nicht mehr. Das waren die Fliegen. Genau, irgendwas von den Belia-Dingern hattest du erwähnt gehabt. Genau. Ja. Das ist richtig. Ja, auf jeden Fall. Okay. Gibt es denn Charakterentwicklung in Gothic 1? Also in Gothic 1, das kommt logischerweise auf die Dialoge an, ne? Das heißt, der Held fängt ja irgendwann doch anders an zu reden, weil er bei einem Lager dabei ist, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Am Anfang, klar, ist er auch schon so, ich hau dir aufs Maul, ne? Definitiv. Aber ich finde, er wird selbstsicherer, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wenn das da nicht ist, dann auf jeden Fall im zweiten Teil. Und das, obwohl er irgendwie halt alle seine Kraft abgezogen bekommen hat, weil er sitzt ja unter den Steinen. Und da verliert man natürlich all seine Muskelmasse und Wissen über jegliche Magie. Ja, das hat ja was mit der Rüstung zu tun, die er anhatte, ne? Ja, warum sind die Muskeln dann kaputt? Warum sind dann die Muskeln kaputt? Das verstehe ich dann nicht. Das ist echt komisch. Ja, wahrscheinlich hat die Rüstung die Muskeln kleiner gemacht, also hat Energie davon abgezapft, damit die Rüstung ihn vor den Steinen beschützen kann, wie so eine Batterie. Ne? Die brauchte Energie. Genau. Okay, das ist genau, und Simon sagt auch,
Steve lag auch mal unter einem Haufen Chicken Nuggets und dabei hat er Muskeln verloren. Ich weiß ja nicht, ob das daran liegt. Oder vielleicht doch an den Chicken Nuggets. Eine gute Frage. Das finde ich gut. Und diese Begründung habe ich auch noch nie gehört, warum die Muskeln jetzt. Ja, okay, perfekt. Die Batterie aus. Ach, Mann. Ja, und die Magie. Und wieso hat er die Magie vergessen? Weil Wissen über Magie ist auch quasi Energie. Da braucht natürlich die Rüstung alles davon. Ja. Na klar. Nur weil er so stark ist, konnte er überhaupt so lange unter den Steinen liegen. Oder so viel wusste. Ja. Oder wer weiß, vielleicht hat sich Ignatz dahin teleportiert und dann Vergessenszauber auf ihn gewirkt. Dann hat er alles vergessen. Das kann sein. Wer weiß. Das sind Theorien. Sehr gute Theorien. Okay, gut. Nee, ich meine, ich sehe es ja irgendwie ein. Man will ja nicht den zweiten Teil starten und dann direkt gegen Drachen kämpfen können. So, das ist ja blöd. Irgendwie, irgendwas musste man machen, ne? Aber ich würde mal sagen, bei Gothic 3, wenn man es ja mit der alten Engine gemacht hätte und wirklich so viele Gegner gemacht hätte wie in Gothic 3, hätte man theoretisch sogar von Anfang an etwas stärker sein können, meiner Meinung nach. Weil du im Prinzip dadurch, dass so viele Gegner sind, sowieso viel zu schwer wäre und du könntest auch noch die Gegner an sich auch noch stärker machen. Dann bei Gothic 3 hätte es auf jeden Fall besser gepasst, weil das macht gar keinen Sinn, dass er da gibt es keinen Sinn, meiner Meinung nach, warum er schwächer geworden ist. Bei Gothic 3 wird er auch nicht wirklich schwächer, finde ich, weil du kämpfst ja plötzlich gegen Armeen von Orks und du konntest vorher gerade so gegen einen Ork kämpfen. Das macht schon Sinn, tatsächlich. Ja, aber warum kann er vorher eine Drachenschneide tragen und dann kann er jetzt noch nicht mal einen Speer tragen, der 110 Stärke braucht? Das macht keinen Sinn, aber aber der Rest, ich finde, dass man plötzlich gegen Orks kämpfen kann, die alle schwer berüstet sind und alle fucking groß und stark sind und vorher konnte man gerade so gegen einzelne Orks kämpfen, das ging schon, fand ich. Okay, sehr gut. So, was sagst du denn zum lieben namenlosen Helden in Gothic 1? Zu den guten Idiot. Also der namenlose Held verfolgt mich, ne? Also manche Sprüche, die bleiben einfach im Kopf. Verstehe. Oder ich habe die Eier bei mir. Zeig mir, was du hast. Ne? Also die Dialoge, ich weiß, oder auch eingesprochen vom Sprecher, sind wirklich einfach legendär. Und das musst du dir mal vorstellen. Das bei einem Helden, der keinen Namen hat, der kein Writing bekommen hat, ne, der kein Geralt von Riva ist. Immer von Geralt von Riva weiß ich bloß, ich hasse Portale. Ne? Und dabei hat er das noch nicht mehr so oft gesagt. Aber ja, der namenlose Held bleibt im Gedächtnis. Ich finde sehr, sehr schade, dass er es nicht geschafft hat nach Risen. Ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich auch ein anderer Charakter ist und beide ganz zufällig namenlos sind. No? Ich muss sagen, ich glaube, sympathischer ist mir dann der Risen namenlose Held. Ich weiß nicht, vielleicht weil er ein Pirat ist, das kann am Ende sein. Ne? Das wäre natürlich schlecht. Aber der ist ein bisschen freundlicher, definitiv. Aber das Ruppige vom namenlosen Helden, das kannst du nicht vergessen. Also vom Gothic-Helden. Ja. Auf jeden Fall. Ich höre immer, wenn man irgendwas nicht schafft in einem Spiel, denke ich mir nur so vom namenlosen Helden. Unmöglich. Das ist auch immer geil. Junge. Womit denn? Womit denn? Wenn du den kompletten spielst und es nicht hinkriegst, wo ist dein Skill? Womit denn? Womit denn? Das wäre schon lustig, ja, verstehe. Okay. Wie sieht's aus mit der Geschichte Lore von Gothic 1? Was sagst du dazu? Von der Lore weiß ich tatsächlich ein paar Sachen, aber würde jetzt nicht sagen, dass ich da unfassbar versiert bin. Gerade das Götterding fand ich sehr spannend. Ich muss sagen, das ist jetzt leider wieder 2 Jahre her, dass ich den zweiten Teil fertig gespielt habe, weil da habe ich mir am meisten Gedanken dazu gemacht.
Und wenn ich nicht verrückt bin, weil es gibt ja so Avatare, ne? Es gibt den Avatar von Innos und Belia Mhm. und ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, was der Held war. Ob er der Avatar von Innos oder von Adanos halt wird. Einer von beiden. Weil es ist ja irgendwie so angedacht, dass Innos und Belia, dass keiner von beiden absolut in der Welt Herrschaft haben sollte, weil so, wenn du nur Licht hast, ist es auch nicht toll und wenn du nur Dunkelheit hast, ist es auch nicht toll. Das macht schon Sinn und deswegen muss es ein Gleichgewicht geben und ich meine, irgendjemand hat mal mit mir darüber gesprochen, dass der Held dann eben der Avatar von Adanos ist. Oder war das Avatar? Wie heißt das? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube schon. Aber ich fand tatsächlich so diese Momente, wo das Lore und Worldbuilding richtig Fahrt aufgenommen hat, war dann mit dem Ende von Gothic 2. Weil vorher war das so ziemlich irrelevant. Und dann hast du diesen untoten Drachen gemacht. Und dann kam Xardas und hat den Kill gestealt. Ne? Und hat damit Macht bekommen. Das fand ich richtig spannend und ich wünschte dann, dass Gothic 3 dann noch mal sehr viel mehr damit gemacht hätte. Also zumindest halt, dass man das direkt von Anfang an viel mehr gemerkt hätte. Weil du warst halt komplett in diesem Ork-Krieg-Rebellion-Ding drin und was eigentlich Xardas genau macht, weiß keiner. Gut, vielleicht mal doch endlich mal fertig spielen, dann weiß ich es auch. Ja. falls da wesentlich viel passiert. Nee, aber bis dahin fand ich es aber eher lose, was ja auch daran liegt, dass so Lore und Schriftstücke sehr verteilt sind in den Spielen, ne? Also es ist, glaube ich, nicht so wie in Dark Souls, dass die Items so Beschreibungen hatten, sondern es gab, du musst dir vieles erschließen, dadurch, wie es halt da ist und was dazu gesagt wird. Deswegen weiß ich dann nicht mehr so viel. Ja gut, es gibt ja sehr viele geheime Sachen, vieles, was du dir durchlesen kannst oder noch mehr erfährst, dann merkst du irgendwann, ach, das gab es ja schon gibt es ja dann jetzt auch in Gothic 3, was in Gothic 1 erwähnt wurde. Es gibt so viele unendlich Schriften, wie gesagt, und auch beim letzten Quiz, da hatten wir ja diese Urkunde von der Bergfestung und da hat einer die komplett alles ausfüllen können, weil er das in einem Gothic D&D mal öfters abgeschrieben hat. Alter, okay. Das war crazy und der hat ja das Quiz dann auch am Ende gewonnen. Das war so crazy. Er hat alles von dem Ding gewusst. Das war einfach wild. Das ist ja cool. Ja. Es gibt ja ein Paper dazu? Das ist ja krass. Es gibt ja so einen, der das jetzt macht, irgendwie jährlich. Aber er darf das ja nicht kommerziell machen, weil ja das Gothic Remake sich dachte, also Alchemia Interactive dachte sich so, ja, wir wollen dich nicht mit diesem Spiel beauftragen. Und dann, oh, wir machen ein eigenes Spiel. Ja. Das kann ich auch irgendwie verstehen. Ja. Alles nicht so einfach. Ja. Aber ja, diese Burg, die dann, ich glaube, Lester dann für sich haben wollte oder die Besitzerkunde davon wollte. Ja. Genau. Die kam mir richtig out of place vor, aber es macht wahrscheinlich ultra Sinn. Die ist wahrscheinlich ein Überbleibsel davon gewesen auf der Insel. Das ist ja auch die Insel Khorinis. Ja. Also kann schon sein. Ich glaube, Khorinis ist, glaube ich, mehr ausgearbeitet als Mythana. Kann das sein? Boah, die Frage ist die. Ich habe Gothic 3-mal vielleicht gespielt oder so durchgespielt. Das ist halt die Frage. Wenn der anderen habe ich 10 Millionen Mal durchgespielt, Gothic 3-mal. Und 2-mal war sehr lange her und das eine Mal war irgendwann vor 5 Jahren, was auch eigentlich schon lange her ist. Vielleicht sogar 8 Jahre, 5 oder 8 Jahre, ich weiß es nicht mehr. Also das ist. Ja, aber ich weiß trotzdem ziemlich viel immer noch aus dem Kopf. So. Wenn ich die Quizzes mache, denke ich so an diese Quest. Also mir ist trotzdem viel im Kopf geblieben, um ehrlich zu sein. Und auch Sachen im Kopf geblieben, wo irgendwie andere nicht beantworten können, die es ohne Ende spielen. Das ist tatsächlich auch sehr, ja ich finde es sehr eingängig, weil es sind ja einmalige Erlebnisse, die nicht
wiederholt werden. Also selbst wenn eine Quest heißt, sagen wir mal 8 Goldkelche, ey, du weißt ganz genau, das sind diese fucking Goldkelche in Kap Dun. Und du weißt wahrscheinlich sogar, wo die stehen. Oh, jetzt hast du mich Weil wieder du auf eine hast jeden dumme Idee einzelnen- gebracht. Für das nächste Fan Ja. ist der nächsten Quiz. Du hast jeden einzelnen davon in der Ja. Hand gehabt, Ja. was schon. So sehr hat sich das angefühlt. Aber wenn wir jetzt Ja. so darüber nachdenken, wo wir das Quiz gemacht haben, warum haben wir an solche Fragen nicht gedacht, wie an diese Goldkelche oder sowas? Das hätte doch Weil ganz es so einfach ist, ja. Jeder weiß, wo die Ich Kack-Goldkelche wette mit dir, das stehen. wissen die wenigsten. Wenn man es eine 300er-Frage gemacht hätte, hätten das viele nicht gewusst, wette ich mit dir. Na, okay. Na Wir- gut. Ich meine, wenn ein paar Fragen, wie wir leicht fanden, haben die anderen auch wiederum doch wieder schwer gefunden. Also ich hab wirklich, Ja. als wir das Quiz gemacht haben, hatte ich so den Anspruch, habe ich halt gedacht, boah, nee, also Gothic, Junge, das hat doch jeder 10-mal durchgespielt die letzten 20 Jahre. Wir müssen ja richtig schwierige Sachen machen, sonst lachen die mich aus. Das war halt mein Anspruch. Ja. Ja. Also das war ja auch Nee, ziemlich also- schwierig, ja. Ja. Wie Oh, viele Mann. verschiedene Waffen gibt es in Gothic? Das weiß ich auch nicht. Und diese Frage wäre auch Ja. irgendwie komisch. Ja. Oh Mann. Nee, so viel weiß ich tatsächlich nicht über die Lore. Ich weiß nur noch so ein bisschen, dass da dieses Göttergespiele passiert. Und das fand ich auch relativ spannend. Was mir noch einfällt, ist, dass bei Jaqen die, es waren ja quasi Azteken, also inspiriert davon. Die fand ich sehr spannend. Ich finde Mhm. generell so verlorene Zivilisationen immer sehr spannend. Und die hatten dann so ein ausgearbeitetes Gesellschaftssystem mit den Heilern und mit den Kriegern und so weiter. Da habe ich mir direkt gewünscht, als man sich diese 4 Bücher dadurch, also 4 Tafeln durchgelesen hat, habe ich mir direkt gewünscht, boah, jetzt so ein DLC oder so eine Zeitreise, wo man mit dem Helden mal kurz da reinguckt. Darauf hätte ich Lust. Aber ja. Wobei man sagen muss, irgendwie, wenn du an Risen 2 denkst, oder auch an Risen 1, wird das ja doch wieder aufgegriffen. Also nicht Jaqen selbst, aber eben Mhm. dieses alte und verlorene Zivilisation. Und das mochte ich übrigens sehr an Risen 2. Holy fuck, dass du da in den Dschungel gehst und zu den Eingeborenen gehen kannst und dort einfach überhaupt teilhaben darfst an der Kultur. So geil. Es gibt dann diese Quest, dass dich die Leute akzeptieren dort und du wirst dann einer von den Kriegern und die hassen dich nicht mehr und die eine bringt dir Voodoo bei. Ich liebe sowas. Ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich kulturelle Aneignung finde ich super. Nee, aber halt so mir meinen Platz verdienen können in einer Kultur, das finde ich ultra spannend. Und das hätte ich mir bei den Gothic-Teilern auch nochmal gewünscht, wobei das natürlich bei den Lagern eben dann wieder passiert. Das ist auch so ein ganz zentrales Ding, was mir viel Spaß macht und ich weiß nicht, ob das anderen Menschen auch geht, aber ich habe so in der realen Welt so ein bisschen, fehlt mir der Anschluss. Also wo gehöre ich eigentlich hin? Wohin gehöre ich eigentlich? Wo kann ich meinen Beitrag leisten in der Gesellschaft und stehe da auch mit Herzen dahinter. Und das gibt's halt bestimmt immer noch. Es gibt auch Möglichkeiten dafür, aber die sind halt anders und schwieriger zugänglich vielleicht sogar, während es bei halt dann Gothic als Fantasy-Game spielbar ist. Und das holt mich richtig ab. Okay. Weißt du denn lustigerweise, wie denn. Achso, du hast das Video doch geschaut. Da hat doch der Björn erzählt, doch, wie Jaqen da entstanden ist, eigentlich überhaupt. Ah, okay, nee, so weit hatte ich noch nicht geguckt. Ich habe es Okay. nicht fertig geschaut. Ich hatte reingeschaut. Das war ja Wie ist es komplett. denn entstanden? Also ganz einfach, die haben ja Gothic 2 Classic entwickelt. Einer der Entwickler hat sich so gedacht, ich werde jetzt ein Easter Egg einbauen. Das wird jetzt so ein Azteken-Tempel, so Pyramide, einfach nur dort hinten in Korinnes, wie man es erkennt. Ja? Und dann haben sie daraus, als sie dann das Add-on gemacht haben, was überhaupt nicht geplant war, haben sie dann daraus, weil das ja unbenutzt war, einfach angefangen, sozusagen daraus Content zu machen. Dann haben sie sich überlegt, wie können sie da irgendwie in eine andere Welt das alles führen lassen oder wie man noch irgendwo zu einem anderen Teil der Insel kommt. Und dann ist das so entstanden und dann haben sie daraus wirklich eine riesen alte Kultur gemacht. Im Azteken-Style haben sie gesagt, das war eigentlich überhaupt nicht geplant, das war einfach komplett random. Und das Add-on ist ja Okay. wirklich extrem gut geworden, also mit Jaqen da und alles dabei. Ja. Das fand ich auch ultra Finde ich auch. interessant. Also, Ja. es ist
Jakenda selber ist auch noch mal viel mehr abgeschlossen als als Khorinis, fand ich. Und mochte ich dann auch noch mal sehr, weil das halt so ganz klare Areale gewesen sind. Und man kam sich nicht überfordert vor, dass man jetzt plötzlich noch mal eine zweite Map hat, sondern die zweite Map ist halt ein kleiner Bonus. So fühlte sich das an und das war dann dadurch echt ultra schön spielbar. Okay, auf jeden Fall. Ne, wie gesagt, ich fand das auch sehr interessant. War auch vollkommen random, dass wir auf das Thema gekommen sind dann. Weil ich habe ja, wie gesagt, auch gefragt, ob das schon so geplant war, weil das ja einfach wirklich 1:1 gepasst hat zur Geschichte und alles dann. Das fand ich schon crazy damals. Ja. Was kennst du denn für schöne Easter Eggs in Gothic 1? Easter Eggs, boah. Schwierig. Also, das, was mich richtig beeindruckt hatte, was ich in keinem Spiel kannte, ich weiß nicht, das zählt vielleicht nicht ganz als Easter Egg, aber dass überhaupt in Extremo spielt, in Gothic 1, das hat mich sehr glücklich gemacht. Also ich kannte in Extremo vorher und also ich glaube, mein erstes Album, was ich gehört hatte, war Quid Pro Quo. Und dadurch bin ich auch auf die alten Alben dann draufgekommen. Damals sind die auch in Deutschland getourt. Und es war richtig gut. Und ich hatte das alte Lager halt nicht gespielt. Und dass In Extremo da überhaupt spielt, wusste ich dann nicht. Also in dem Spiel. Und dass die auch einen Auftritt hatten. Und ich habe es über den Soundtrack dann irgendwann gemerkt, Junge, das klingt einfach genauso wie Herr Manelik. Ne? Also der ganz normale Soundtrack, wenn du durch die Gegend läufst, dann ist da so ein Sample von der Melodie drin. Und dementsprechend hat mich das sehr glücklich gemacht. Also ich weiß nicht, zählt vielleicht nicht ganz als Easter Egg, aber vielleicht auch irgendwie schon. Ich glaube schon, dass es ein Easter Egg persönlich, ja, schon. Für mich persönlich zählt als Easter Egg, weil ich halt noch nicht ins alte Lager gegangen bin. Ne? Ich habe das zweimal durchgespielt. Ja. Und ansonsten, gibt bestimmt Easter Eggs und ich glaube, ich habe auch schon was gefunden, aber mir fällt jetzt tatsächlich keins ein. Muss ich sagen. Walnutback zum Beispiel? Nee. Bitte, nochmal? Walnutback? Walnutback. Der war ja im Prinzip so irgendein Journalist von irgendeiner PC-Zeitschrift und die haben mir den als Easter Egg so eingefügt als Namen. Und der labert ja auch immer Scheiße mit dir. Oder der mit den Bäumen redet, der Schrat oder wie er heißt. Ah, okay. Nee, das wusste ich einfach nicht, dass das Easter Eggs sind. Okay. Okay. Okay, Jack fragt sich bis heute noch, wo in Extremo jetzt verschwunden ist. In die Barriere gerannt oder in den orkischen Kochtopf? Ich hoffe, keins von beiden. Die Armen. Ja, die können mal wieder Musik machen hier. Das wäre erlaubt. Es gibt ja in den Gothic 2 Spieldateien ja auch, du kannst dir hercheaten nochmal die ganze Band theoretisch. Immer noch in Gothic 2. Die geheime Yoshi-Figur im neuen Lager hinter dem Erzhaufen? Was? Also ich glaube leider nicht, dass es das gibt, Ramons. Es tut mir leid. Okay. Das wäre aber lustig. Aber leider nicht. Okay. Nee, tatsächlich, also Easter Eggs sind so für mich, also ja, sind halt ganz nett und ganz cool, aber ich würde jetzt nicht aktiv danach suchen, weil ich weiß nicht. Das ist halt so ein Ding. Ich bin da ein bisschen komisch. Ich habe gar nichts gegen Easter Eggs, aber ich suche sie selber nicht und ich versuche sie auch nicht zu identifizieren, weil ich halt Spiele auch als, habe ich vorhin schon ein bisschen erwähnt, wie so ein Fluchtmedium halt nutze und nicht unbedingt daran erinnert werden möchte, dass ich ein Spiel spiele, während ich ein Spiel spiele. Macht das Sinn? Das macht Sinn, oder? Auf jeden Fall, ja. Ja, und Easter Eggs machen das halt nicht. Ne? Die holen dich eher raus. Da kommt immer aufs Easter Egg an. Ich würde jetzt sagen, der mit den Bäumen redet, ist ja nochmal ein Easter Egg, das ja irgendwie trotzdem in der Welt sein könnte oder so. Oder Gilbert. Stimmt. Und wenn du es einfach nicht weißt, stimmt. Ja. Was ist mit dem? Ja, mit dem ist doch, dass er im Prinzip immer sein ganzes Leben da im Berg wohnt. Ja, er kann sich eigentlich keine Nahrung besorgen, gar nichts besorgen und er lebt da ja im Prinzip. Aber wieso ist der ein Easter Egg? Ja, gut, man könnte sagen, dass es erst ab Gothic 2 ein Easter Egg ist, weil er da einen Brief hinterlassen hat. Und dass er jetzt abgehauen ist und so weiter und so fort. Und warum und weshalb. Okay, ja gut.
Nee, ich finde, das ist halt. Ich finde, das spielt sehr gut in die Gesellschaftsstrukturen innerhalb der Kolonie mit rein, weil du hast einen Haufen Sträflinge und wahrscheinlich war er, der da in der Höhle wohnt, der hat ja auch gesagt, der mag die anderen halt nicht, der findet die anderen alle nervig und blöd. Und ey, so, wer kennt das nicht? Wer kennt das nicht, dass man sich in gewissen Personengruppen vielleicht nicht gut aufgehoben fühlt? Klar. Hä? Deswegen, also ich finde, es macht total Sinn, dass es einige gibt, die sich da abspalten wollen und gar kein Lager gut finden. Ja, gut, das stimmt. Ich frage mich nur, wie er überleben soll die ganze Zeit da dort. ja, ein paar Scavenger töten. Mal kurz rauskommen, Selbst das einen mit der Scavenger Faust ist ein erschlagen. bisschen schwer, oder? Oh, ich glaube, der ist ziemlich stark, der Gilbert. Komischerweise Oder ist er er aber frisst One-Hit. den ganzen Tag hier Molerats, aber die sind auch schon nah, wo die gehen, glaube ich. Der prügelt sich dann immer so mit denen, ja. Ja, und Fleischwanzen. Fleischwanzen-Ragout. Ja gut, das heißt, er macht sich immer dann Fleischwanze oben. Okay, verstehe. Da warten wir, glaube ich, so krabbeln nachts so. Oh, jetzt Fleischwanze. Boah, reinschnabuliert erstmal. Ja, ganz ehrlich, also die Frage halt bleibt bestehen, ey, Fleischwanzen oder soziale Kontakte? Ne? Der hat wahrscheinlich so eine Fritteuse noch hinten drin, so dafür. Für die Und das ist ja relativ einfach beantwortet, dann würde ich sagen, ne? Ja. Easy, okay. Dann jetzt die Frage der Fragen. Wem würdest du dich anschließen, wieso und weshalb? Aber mit deinem echten, also mit deinem echten Leben, also im echten Leben. Nicht jetzt nur, was würdest du machen, sondern wirklich, wenn du jetzt da so Ja. existieren würdest. Wen würdest du dich Wenn anschließen? ich als Person dort wäre, okay. Ja. Also in Gothic 1, auf jeden Fall, auch wenn es mich dann meinen Verstand kosten wird, aber schon das Sumpflager. Schon, also ich glaube, ich weiß nicht. Twitchet, wer von euch würde denn nicht ins Sumpflager gehen? Ihr seid doch scheiß Lügner, wenn ihr sagt, nee, ich gehe nicht ins Sumpflager, ich möchte kein Sumpfkraut rauchen. Hallo? Ich sag auch immer Sumpflager, ehrlich gesagt, jedes Mal. Ja, ist doch chilligste Leben. Den ganzen Tag Sumpfkraut rauchen, so lange, bis deine Birne derart durchgedröhnt ist, dass du gar nicht mehr merkst, dass du Leute verprügelst. Okay, to be fair, ja, neues Lager ist wahrscheinlich dann bei mir dann auch die zweite Wahl. To be real. Ich weiß nicht, die wollen halt raus aus der Kuppel und sind so für Freiheit, aber keine Ahnung, die haben halt kein Sumpfkraut. Ja. Okay, to be fair, man kann sich, die haben schon Sumpfkraut, ne? Die handeln sich das ja herbei und sie müssten nicht ihr Leben dafür hergeben. Aber ich weiß nicht, ob ich als Person dort überleben würde. Das ist halt das Ding. Im Sumpflager würde ich, glaube ich, überleben. Weil ich kann da den ganzen Tag Scheiße reden, Twitchet. Und ich glaube, das würden die Leute im Sumpflager halt gut vertragen. Und im neuen Lager würden sie das nicht tun. Macht Sinn. Bei Gothic 2, da würde ich ganz ehrlich richtig gerne tatsächlich bei den Feuermagiern. Ich glaube, ich würde zu den Feuermagiern, ich wüsste nicht, ob ich das hinkriegen würde, das Studium. Ja? Ist ja auch sehr streng dort und so. Aber ich glaube, würde ich aushalten, versuchen, weil es ein Kloster ist. Und Kloster finde ich richtig cool. Weil ich habe schon mal buddhistische Tempel besucht, also oder so, ja doch Tempel, Tempelanlagen. Und das Leben dort empfinde ich als unfassbar wertvoll, weil es halt auch wieder dieses Gemeinschaftsding sehr, sehr fördert. Ey, du stehst morgens um 5 Uhr auf und keiner redet miteinander, dann wird gefrühstückt und dann machst du Sport. Und dann gehst du wirtschaften irgendwie. Entweder sammelst du die Almosen auf der Straße ein oder du betreibst Ackerbau oder so. Ist halt ein sehr, sehr einfaches Leben, aber das halt gepaart mit dem Studium. Und das ist cool. Das finde ich cool. Ja. Gothic 3? Gothic 3 würde ich, glaube ich... Ich glaube, ich hätte Angst vor den Orks, obwohl ich mir sehr gerne meinen Platz bei denen verdienen würde. Ja? Also das wäre mir sehr recht. Und ich glaube, aufgrund dessen würde ich am ehesten bei den Assassinen landen. Ich glaube, das am ehesten. Weil ich dann halt Menschen um mich herum habe, die mich unterstützen.
ich kann Leute abstechen Mhm. und ich kann mit den Orks zusammenarbeiten. Und hätte dann vielleicht die Tür offen, dass ich von den Orks eben eines Tages mal akzeptiert werde. Das könnte sein. Boah, die Den Frage Hypnos ist mir ja, aussetzen. da wird man doch selber vielleicht gefühlt immer abgestochen, im schlimmsten Fall bei den Assassinen. Bei den Assassinen. Wenn du ein guter Assassine bist, dann musst du dich dann wehren können. Das stimmt schon. Mhm. Und Ja, wenn man sich also- wehren kann, wenn man sich wirklich nicht wehren kann, ist das, glaube ich, überhaupt nicht leicht dort. Ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig zu überleben als Assassine. Und da muss ich wirklich sagen, ich glaube, mit mir als Person, ich glaube, ich würde in Gothic 3 einfach nicht überleben. Ich wäre einfach tot. Ich wäre einfach instant tot. So, wie ich ehrlich bin. Klar, I could try, ne? Wenn ich es versuchen könnte, würde ich versuchen, bei den Assassinen durchzukommen. Bei Risen Mhm. 1 und 2, glaube ich, da wird es ja dann weniger. Ne? Bei Risen 1 kannst du bei der Stadt mitmachen und dann bist du trotzdem bei einem Kloster oben. Das Kloster fand ich übrigens insanely cool designt. Achso, und du kannst runter zu Gomez. Ja, da würde ich, glaube ich, wieder die Tempelanlage nehmen. Aus denselben Gründen wie bei Gothic 2. Und bei Risen 2, Junge, da würde ich auf jeden Fall zu den Dschungelleuten gehen. Immer zu den Dschungelleuten. Auch wenn die mich umbringen. Aber ich finde die so cool. Ein bisschen Voodoo. Ja. Mit dem Voodoo, ja. Also das Voodoo war, glaube ich, in Risen 2 gar nicht so krass und gar nicht so, wie ich es mir dann erträumt hätte. Aber trotzdem. Was man sich alles War erträumt. okay. Ja, ich habe mir viel mehr schwarze Magie gewünscht und am Ende, ich weiß gar nicht, was man alles konnte. Ich glaube, du konntest ja so kleine Gimmicks machen. Wie konntest du in die Ferne sehen oder so? Du konntest halt dein Sichtfeld woanders hinpacken. Das heißt, du konntest scouten. Irgendwie so, das wusste ich noch. Das konntest du ja mit dem Papagei Glaub auch ich. machen. Ja, genau. Richtig. Oder es war nur der Papagei. Das kann auch sein. Ich weiß es nicht mehr. Ich freue mich sehr auf Risen, auf 7 Zocken Risen. Richtig sehr, weil dann kann ich das endlich wieder spielen. Oh ja, das wird lustig. Das wird sehr, sehr lustig Das- werden. Das wird ein richtiger Krampf. Ich freue mich drauf. Das wird bestimmt wieder ein Getrolle. Ich habe ja ein paar andere Sachen, Projekte auch mal angesehen. Ich glaube, da Ja, werden da uns hat alle mir jemand gegenseitig schon trollen, erzählt. habe ich so das Gefühl. Da hat mir Jack schon erzählt, dass einer den Spielstand ja nicht kaputt gemacht hat in Risen 1, aber dass man halt nicht weitergekommen ist, bis irgendjemand dann drauf gekommen ist, dass man diese Witze-Erzählen-Rolle bei dem einen Templer da benutzt, damit der vergisst, dass man ihn geschlagen hat, damit er dir das Buch gibt, um weiterzumachen. Das fand ich geil. Ach stimmt, ich hatte dich ja vorgeschlagen. Stimmt, Ramon schreibt es ja gerade rein. Ja, Das Ehre, geiler Risen-Projekt, Typ, ja. holy fuck. Ja, ja. Ich hatte uns sofort gesagt, ja, die können wir fragen, let's go. Nee, auf jeden Ja, Fall. find's gut. Okay, möchtest du was noch zu Gothic 2 sagen? Weil du hattest ja immer 1 und 2 ziemlich viel erwähnt. Gibt es noch ein paar Sachen, die du zu den Zweier, also Nacht des Raben, sagen möchtest? Die Nacht des Raben hat dann nochmal eine etwas bessere Spielwelt, fand ich. Du hattest da, also gut, das ist halt, also ja, nee, nicht nur Spielwelt. Die Nacht des Raben ist verrückt, ist absolut insane an Content, den du da hast, an unterschiedlichen Möglichkeiten, die du hast, verschiedene Builds, die du spielen kannst. Du hast eine große Welt, du hast viele Quests, viele Charaktere, viele einzigartige Dialoge. Das ist einfach geil. Zum Beispiel, ich weiß nicht, diese Kräuterhexe in der Höhle, ich wäre gerne die beste Freundin von ihr, holy shit. Brigitte. Solche Charaktere finde ich immer, genau, sowas finde ich immer richtig cool. So abgeschiedene Charaktere, die ihr eigenes Ding machen. Ja. Die dann krasse Tränke gibt, ey. Oder, ja, stimmt, Frauen gab es dann ja auch in Gothic 2 sehr viel mehr vertreten. Gut, macht ja auch Sinn in der Kolonie, dass da halt kaum Frauen sind. Und es ist halt sehr rau zugegangen, trotzdem gegenüber den Frauen. Ne? Sexismus war da halt Alltag. Das ist natürlich immer. Also, immer wenn ich sowas erlebe, würde ich, oder in Spielen sehe und mitkriege, dann würde ich mich halt richtig freuen, wenn man dann selber nochmal eine Frau spielen könnte, irgendwie. Gibt ja eine Mod. Es gibt ja eine Mod für, ich glaube, Gothic 2 oder 1. Ne, 1 war es.
Nee, 2. Ich weiß es nicht mehr. Momentan glaube ich nur Dass für man- 1, glaube ich, noch. Okay. Dass man halt eine Frau spielt und da nochmal eine andere Geschichte quasi so für sich, für sein Headcanon erzählen kann. Ne? Genau. Aber fand ich trotzdem, also finde ich nicht unbedingt was Schlechtes übrigens mit dem dargestellten Sexismus. Ich finde es sogar cool, dass man eben, wenn man sich halt dann im Kopf wünscht, hier, ich könnte Dinge anders machen. Und das macht ein Rollenspiel, finde ich, aus. Dass man, während man spielt, trotzdem so sein Fantasy auslebt in dem Spiel. Und das fand ich war bei Gothic 2 noch viel mehr und stärker vertreten als im ersten Teil. Wieso genau? Weil die Frauen eine größere vielleicht Rolle gespielt haben dort? Weil sie halt auch nee, besten nicht nur Thema Frauen. Also die sind mir nur zusätzlich noch eingefallen. Ich glaube, weil es auch sehr viel unterschiedliche Charaktere gegeben hat, samt unterschiedlichen Fraktionen. Ich glaube deswegen. Weil du konntest ja bei den Bauern mitmachen, du konntest bei den Feuermagiern mitmachen, du konntest bei der Miliz mitmachen. Und alle 3 haben sehr unterschiedlich sich untereinander verhalten. Und das war sick. Das fand ich sehr, sehr schön. Okay, Ja. wie sieht es mit Gothic 3 aus? Was willst du denn da noch dazu sagen? Das ist ja eigentlich, da können wir eigentlich noch alle Punkte durchgehen, da hast du nicht wirklich viel dazu gesagt. Da kann ich halt dann nur so begrenzt was dazu sagen. Ich habe sogar letztens habe ich Gothic 3 wieder installiert und habe die Community Patches rausgehauen, außer halt die dafür sorgen, dass das Game nicht abstürzt. Und bin in meinen Save reingegangen. Ich habe gar nicht so wenig gespielt. Ich habe aufgehört, so mitten im Game quasi. Also ich habe so die Quest bekommen, hier sammeln mal lauter Artefakte. Ich weiß nicht mehr genau welche. Ne? Also für die Orks irgendwie Artefakte und für die Feuermagier die alten Tafeln da, für die alte Magie. Und ich wollte eigentlich zu dem Zeitpunkt einfach Xardas jetzt endlich mal aufsuchen. Ich glaube, das geht. Du kannst einfach hingehen, glaube ich. Ja, Ne? kannst du, ja. Ja, und ich hatte so eine Stadt, nicht eine, aber so vor Nordmar war das Nordmar? Auf jeden Fall nicht Norden, sondern so in der Mitte, einer der nördlicheren Städte in der Mitte. Da gab es einen Ork-Anführer, der relativ wichtig erschien. Und da hatte ich Sachen gemacht. Ich hatte dann auch schon 2 Schwerter, die beide vergiftet waren, aber ich konnte noch keinen 2-Schwerter-Kampf. Aber bis zu diesem Zeitpunkt fand ich richtig anstrengend und nervig, gegen Tiere zu kämpfen. Ganz, ganz schlimm. Wirklich. Also, wie gesagt, ich habe halt mit Community Patches, mit jedem Patch gespielt, mit diesem, ja, dass das Spiel irgendwie bessere KI hat und so eine Sachen. Und das Spiel auf ganz, ganz schwer gestellt, ne? Auf maximale Schwierigkeit. So. Und die Kämpfe gegen Menschen waren absolut schrecklich. Also da kaum spielbar. Und die Tiere waren, du musstest cheaten, um gegen die zu kämpfen. So ein bisschen. Also ich bin halt vor denen immer weggelaufen und habe so einen Hit zur Seite gemacht. Das hat funktioniert. So. Und bei den Menschen, da musste ich auch immer so richtig merkwürdige Muster zusammenspielen, bis ich mal Hits durchbekommen habe, um selber keine Hits zu bekommen. Aber sonst, wenn das nicht gewesen wäre, und das sollte ich vielleicht auch machen, ich spiele es dann einfach nicht auf schwer und kack da drauf. Bis dahin, Spielwelt, finde ich leider vieles leer, obwohl was da ist. Nämlich dann, wenn du lauter richtig viele NPCs hast, die keine Namen haben, sondern einfach nur, keine Ahnung, wie heißen die? Ne, die Sklaven zum Beispiel. Oder diese Ork-Söldner. Einfach namenlose Ork-Söldner, die dann keinen Dialog haben. Die stehen da einfach nur. Die sind nur dafür da, dass wenn du Verbrechen begehst, dass sie dich schlagen. Quasi. Und das mache ich ein bisschen wahnsinnig. Wenn du durch die Spielwelt läufst und alles tötest, sind da einfach keine Tiere mehr. Und weil das so eine große Welt ist, fällt das viel mehr auf.
Und ich weiß nicht, ob es irgendwie mehrere Akte gibt, sodass die Viecher respawnen. Ist das so? Mhm. Respawnen die? Nee. Nein, nie. Ja, das heißt, je länger du das Spiel spielst, desto leerer wird's. Und du sammelst alles ein, was auf dem Boden ist. Irgendwann ist da nichts mehr. Ich habe die ganzen Hirsche getötet. Zwischen Kap Dun und so diesem nördlicheren Teil. Es gab irgendwann keine Hirsche mehr. Und Hab ja alle Tierschützer getötet. hassen diesen Trick. Ja, ich brauchte Geld. Ne? Ich war arm und brauchte das Geld. Ja. Und das finde ich sehr, sehr schade. Ne? Was vielleicht dem verschuldet ist, dass es keine Akte gibt, mitunter. Gesamtgenre Fantasy in Gothic 3 ist, glaube ich, immer noch, gut gleich geblieben. Ne? Boah, ich muss sagen, mir fehlen Elfen. Warum gibt es Orks, aber keine Feen, Elfen, Zwerge, nichts? Es gibt nur Menschen und Orks. Finde ich komisch. Oh, wenn du das dem Stimmt. Hochkönig sagst, der würde ich, glaube ich, umbringen. Ach stimmt, es gibt Goblins, okay, aber Ja. mit denen kann ich nicht reden. In Risen gibt es dann die Gnome, die finde ich cool. Stimmt. Was ist mit den Elfen? Ich habe gesagt, der Hochkönig hat gesagt, wenn er in Gothic Elfen Fantasy noch drin hätte oder Elfen oder irgendwas in der Art, hat gesagt, der könnte das nicht mehr ernst nehmen, hat er gesagt, so die Welt. Okay, kann ich verstehen, ja, aber ich finde, man kann Elfen richtig cool Low Fantasy darstellen, ja. Das ist so, weiß ich nicht, Divinity Original Sin 2 hat das richtig geil gemacht. Wenn die sterben, werden die zu Bäumen. Ja? Und wenn die Leichenteile essen, dann kriegen die Erinnerung von den Leuten. So geil. Hä? Das ist doch sick. Also, halt ganz anders als jetzt so, weiß ich nicht, das klassische Bild von einem Elfen, der halt mit dem Bogen rumrennt und dann in seinen Magierturm geht und so lange lernt, bis er die schönsten Städte der Welt baut. Und sie sind alle aus Elfenbein, ja. Also müssen sie ganz und viele sie haben Elefanten keine Mängel. töten. Ja, richtig. Nee, und so richtig raue Elfen finde ich toll und die hätten, finde ich, in Gothic auch reingepasst. Tatsächlich. Okay. Du hast ja gerade wir hatten ja gerade eben erwähnt, dass die Welt dann komplett leer wird. Wenn du dann alles einfach auslöscht, den ganzen Metana, Nordbau und alles, dann müsste ja auch irgendwann eine Hungersnot ausbrechen, oder? In Metana und Nordbau und Zwand. Wenn du dann alles ausrottest im Prinzip. Das erinnert mich auch an die Gothic 2 Odyssey Mod. Da hatte ich mit so einem Bettler geredet, so. Also der war ja nicht wirklich ein Bettler, der hat noch eine Geschichte hinter, aber das weiß man ja nicht am Anfang. Und der so, kannst du mir bitte was zu essen geben oder ein paar Goldstücke? Ich brauche was zu essen. Und dann so, ach nein, ich habe leider kein Gold. 2 Sekunden später mache ich mir so 100 Suppen oder so, die Stärke bringen, weil ich so viele Sachen gesammelt habe. Und fresse die dann alle neben ihm auf, so. Ich habe nichts zu essen. Und der schlägt sich den Bauch voll. 100 Suppen auf einmal, so. Das war auch so lustig. Geil, Ja. Nee, auf jeden Fall, so. Okay, gut. Dann hast du denn was zum... Weil das Kampfsystem wirst du ja wohl nicht mögen, wenn du schon gerade darüber schon so geredet hast. Also beim Kampfsystem, da gibt es eine ganze Menge Sachen, die ich mir gewünscht hätte, weil der Gegner, die menschlichen oder auch die Orks-Gegner, haben einfach Fähigkeiten, die du selber nicht hast. Oder vielleicht lernt man die, wenn du die Kampffertigkeiten weiter skillst. Aber ich hatte keinen Schildschlag. Mein Stich hat den Gegner nicht aus dem Block geholt, obwohl das obviously ein guter Counter gewesen wäre, weil bei mir funktioniert's. Ich habe mein Schild oben, oh, der Gegner macht einen schweren Angriff. Oh nein, ich komme aus dem Schild raus. Wenn ich es aber beim Gegner mache, ist das nicht so. Warum nicht? Es macht keinen Sinn. Ehrlich gesagt, ich glaube, dass das Kampfsystem in Gothic 3 völlig in Ordnung wäre, super spielbar wäre, wenn einfach dieses ganz normale Scherenstein-Papier, was gegen mich einsetzbar ist, auch bei den Gegnern einsetzbar wäre. Ich glaube, das ist das einzige Problem für mich. Und ich verstehe nicht, warum das so ist. So, was habt ihr gemacht, Piranha Bytes? Why? Also es sei denn, es hat was damit zu tun, dass du in den Kampffertigkeiten skillen musst. Achso. Nee, es kann, also wenn es halt daran liegt, okay, call me crazy und sag mir, dass es so gemacht wird.
beim Kampfsystem, dass man tatsächlich erstmal diese Stufe aufsteigen muss. Aber ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, es ist einfach scheiße. Also sagen wir so, in den Community-Patches gibt es ja ein bisschen anderes Kampfsystem, ist ein bisschen verändert. Und im Original Gothic 3 ist es viel, viel zu leicht, alles. Da machst du die ganze Zeit Linksklick und tötest alles und nichts kann dich gegen dich wehren. Und bei der anderen Version ist es wiederum so blöd, dass du nicht die Sachen machen kannst, die die Gegner tun können. Und das ist auch wieder scheiße. Genau. Ich finde also beide Kampfsysteme nicht gut, wenn ich ehrlich bin. Also ob Original nicht oder ob das nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Also ich wünschte, das könnte man einfach bei dem, also klar, es ist halt eine Mod, aber die ist dann auch nicht fertig, leider. Aber auf der anderen Seite finde ich, von den Entwicklern hätte man das auch sehr gut angehen können. Ja, dass das Kampfsystem für beide Seiten funktioniert. Aber noch das Gegner Stats Boost haben, um schlechte KI auszugleichen. Bei Elden Ring haben die Scripted Invasions auch 4-mal so viel HP, wie man selbst haben kann. Das macht ja auch Sinn. Ja, das ist, glaube ich, das Normalste der Welt. Es geht ja auch nicht wirklich um die Stat Boosts per se. Die finde ich völlig in Ordnung und die geben dem Spiel ja auch eine gewisse Herausforderung. Aber was ich halt wirklich meine, ist, dass das Counter-Fähigkeiten beispielsweise beim Gegner, beim NPC funktionieren überhaupt und bei mir einfach nicht. For no fucking reason. Das ist das einzige Blöde. Ja. Okay. Wie findest du den namenlosen Helden in Gothic 3? Unmöglich. Womit denn? Also, einer meiner absoluten Highlight-Szenen in meinem Leben ist gewesen, ich habe bei meinem Cousin übernachtet. Ja. Und ich glaube, das ist kein namenloses Heldding, aber daran muss ich denken. Ich habe bei meinem Cousin übernachtet und es war nachts um 3 und ich habe auf seinem Laptop Gothic 3 installiert. und ich weiß es noch wirklich, als wäre es gestern. Es war nämlich genauso warm, wie es jetzt warm ist. Es war nämlich ein scheiß Sommer und das Licht war an, ja. Und er lag auf seinem Hochbett oben und ich saß unten am Schreibtisch am Laptop und ich hatte den Sound auf maximal laut gestellt und ich war dann gerade aus diesem Rebellionslager, aus dem ersten Lager rausgelaufen und habe die Quest bekommen, töte Wildschweine. Dann habe ich erst einen Bogen ausgerüstet, weil Wildschweine jagt man mit Bogen. Ja? Und dann kommt es wirklich in dein Ohr rein. Dieses scheiß Bogengeräusch hat ihn einfach geweckt und er hat mich angeschrien, mach die Scheiße aus! Und ab da wusste ich, okay, der namenlose Held und ich, wir sind so. Ja? Das fand ich so geil. Ja. Genau. Aber ansonsten, ich fand cool, dass man in Gothic 3 dass er sich halt, dass er mit den Kumpanen, also mit den 4 Freunden halt auch so redet, als würde er sie auch wirklich kennen. Weil er das ja auch tut. Und man merkt dann direkt, okay, es gibt hier NPCs, die kennt man schon, obwohl, also selbst wenn man zum Beispiel nicht Gothic 1 und 2 gespielt hat. Ne? Und ansonsten muss ich sagen, im 3. Teil ist er nicht so prägnant wie in 1 und 2. Kann das sein? Im 3. Teil ist er nicht so. Ja, nein, ist er nicht. Aber da ist er in dem Mut so, mir ist eigentlich alles scheißegal, ich will das jetzt irgendwie beenden. Ja. So in etwa. Also, ich weiß nicht, der Sprecher hat glaube ich, nicht gewechselt, aber er hatte irgendwie viel weniger Dialoge als vorher, wo er so diese ruppige Art rübergebracht hat, wie er es in 1 und 2 getan hat. Wenn ich das jetzt so grob beschreibe. Zumindest halt bis zu dem Punkt, wie ich gespielt habe. Vielleicht ist nochmal alles anders. Nee, da ändert sich nicht viel. Da ändert sich nicht viel, wie er sich verhält. Also da kommt wirklich so rüber so, ich will das endlich mal hinter mir haben, alles. Ich möchte jetzt hier das beenden. So in etwa hört er sich an. In jedem Lager hört sich auch immer so an, ja, ich will das, jetzt machen wir das. Was muss ich tun? Muss ich die töten oder einfach nur Hauptsache schnell sozusagen? Ja, so nach dem Motto, komm, sag mir einfach, was du brauchst, bitte. Ich mach's, aber halt dein Maul. Ja, so fühlt es sich das an. Oder du metzelst direkt alle Städte ab. Ja, das kannst du halt auch machen. Und ich glaube, du würdest, glaube ich, sogar weiterkommen in dem Spiel, wenn du das tun würdest. Ja, ich habe ja mal herausgefunden, wenn du im Gothic 3
alles und jeden im ganzen Spiel umbringst, kannst du theoretisch ja auch einfach das Belia-Ende machen. Ah, okay. Du könntest theoretisch von Anfang an einfach alles nur auslöschen und dauerhaft. Einfach auf alles scheißen. Jedes Lager ausrotten. Und dann könntest du einfach so beenden. Das ist irgendwie lustig. Irgendwie so, ja. Jetzt habe ich alles erledigt, jetzt lebt niemand mehr. Kein Diego, kein das, kein gar nichts. Würde man natürlich niemals aus Rollenspielsicht machen. Aber das ist möglich, theoretisch. Okay, ja. PK, das funktioniert nicht mehr in der gepatchten Version. Ich rede über das Original Gothic. Gothic 3, ohne die 1000 Community-Patches, die noch dazu kamen, sondern der letzte Patch, der von Piranha Bytes drin ist. Wo auch meine Quizze immer spielen bis zu diesem Patch. Weil da ist auch der Guru und so nicht dabei und andere Sachen. Das meinte ich jetzt damit. Wie gesagt, auch wenn der erste Community-Patch oder so ja kennen ist oder wie auch immer es sagt. Laut den Entwicklern. Aber auf jeden Fall, jetzt reiche ich es im Original und es ist trotzdem lustig und warum das eigentlich da nicht möglich ist, kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil wenn du einfach alle tötest, freut sich Bede ja genauso. Immer noch eigentlich theoretisch, ändert sich ja eigentlich theoretisch nichts, aber es geht ja nicht, wie du sagst. Ja. Ja, safe. Genau. Okay. Und du hattest ja gesagt, du hättest dich Assassinen oder Orks angeschlossen. Warum hast du zum Beispiel nicht Nordmann in Betracht gezogen? Außer dass es kalt ist, weil viele sagen, kalt, kein Bock. Warte mal, man kann sich Nord mal anschließen? Nein, das kann man leider nicht. Aber ich meine damit, wenn man ja da jetzt leben würde, muss sich ja nicht unbedingt jemanden anschließen. Man kann ja einfach sagen, man lebt dort in Nordmain, in einem der Clans. Oder ich sage immer zu dem Clan, wo die Brücke ist, wo die Orks eigentlich gefühlt nie erobern könnten, weil dann würden sie einfach sterben, alle auf dem Weg. Ich bin mir sicher, dass die keine Chance hätten, das einzunehmen, wenn die ganze Zeit mit Bogen abgeschossen werden. Und so, ich denke nicht, dass es so schaffbar wäre. Das ist ein sehr, sehr guter Stützpunkt. Und ich sag immer, weil die Nordmarer sind ja wirklich sehr gemeinschaftlich. Sie helfen sich, jeder macht das, was er kann und jeder hilft sich gegenseitig. Und niemand wird einfach ausgeschlossen in Nordmar. Das ist halt der Unterschied zu den anderen Lagern, sag ich immer. Oh Mann, aber also, ja, okay, die Frage macht dann ja Sinn. Also ja, ich würde, wenn ich mich einem Lager anschließen müsste, würde ich zu den Assassinen. Aber weil man halt nach Nordbar nicht kann eigentlich so aus Spielsicht. Aber ja, natürlich würde ich nach Nordbar. Hä, auf jeden Fall. Also das wäre mir am liebsten. Tatsächlich, ich mag Kälte. Also ich mag es, wenn es draußen kalt ist. Und ich ziehe mich gerne einfach warm an. Und dann ist gut. Ne? Du leidest nicht die ganze Zeit. Weil bei Hitze kannst du halt irgendwann nicht mehr alles ausziehen. Also reicht dann halt auch einfach nicht. Ja. Ja, die Hitze ist, ich mag auch lieber Kälte als Hitze. Du bist auch der Einzige, glaube ich, der jetzt in 23 Podcasts gesagt hat, ja, Nordmar würde ich auch machen. Safe, auf jeden Fall. Also, das sind ja so auch, ja, wie du schon sagst, das ist ja auch so ein gemeinschaftliche Leute. Auch sowas, wo ich mich beweisen wollen würde. Das sind ja auch so, ja, Krieger, ne? Das sind auch so Krieger gewesen. Genau. Finde ich halt am besten, ja. Entweder da oder zu den Orks. Aber wie gesagt, die Orks würden mich wahrscheinlich, Sklaven. Nicht so gut behandeln. Genau, wahrscheinlich Sklaven. Und bei Nordmar wäre das vielleicht hoffentlich nicht so. Dann kann ich eine Axt tragen. Du kannst eine Axt tragen, du kannst auch irgendwas anderes machen. Wie gesagt, das ist ja dort komplett gemeinschaftlich. Jeder macht das, was er kann im Prinzip. Ja, genau. Ja. Nee, ich glaube, dann wäre es Nordmar. Er ist safe. Ja, okay, gut. Dann, warte mal, du hast ja vorhin nur Lager gesagt bei Gothic 1 und 2. Gibt es denn irgendwas, was du machen würdest in Gothic 1 und 2, wenn du jetzt nicht nur auf die Lager abgesehen hast? Du kannst ja auch Alchemist werden bei jemandem oder irgendwie ein Lehrling oder was auch immer. Theoretisch, du musst ja nicht unbedingt dich ein Lager anschließen. Ja, ich überlege gerade. Also das Gute ist ja, im neuen Lager gibt's Reis. Und wo es Reis gibt, gibt's auch Sake. Also könnte man sich natürlich überlegen, ob man Sake-Brauer wird, ja. Machst du etwa Ding Konkurrenz? Wie heißt nochmal der Schnapsbrenner im neuen Lager? Ich hab's vergessen. Wie hieß der nochmal? Aber ihr würdest dann Konkurrenz machen dadurch. Wer war das genau. Leute, wie hieß nochmal der Schnapsbrenner? Jake, du müsstest das doch wissen. Du hattest doch letztens irgendwie den erwähnt. Erzähl mal. Aber ja, Sakebrenner, ja, das könnte man machen, so das Konkurrenzunternehmen. Da unten. Ja, dann gibt's nochmal Alkohol in der Kolonie, ist doch toll. Ja, noch mehr Alkohol, let's go.
Ja. Ansonsten gibt es ja noch, ja, okay, und in Gothic 2. In Gothic 2, boah, ich wäre dann, glaube ich, gerne bei der Piratenbande dabei. Am liebsten. Ja, da gibt's Rum. und, und ich kann halt auf Kapperfahrt fahren, ne? Das wäre schon was. Wie heißt der? Wie heißt der nochmal? Nicht. Doch, Greg? Greg, ne? Ja, der Ja, Chef, Greg. ja. Ja. Würde ich mich Gregs Piratenbande anschließen, glaube ich. Weil da kann ich ja auch alles können. Ich kann Affen oder Papageien haben, safe. Mhm. Ich kann Piratenoutfit tragen, auch geil. Was will ich mehr? Und ich bin auf dem Schiff. Und du brauchst keine Begründung, wenn dir ein Auge ausgestochen wurde. Ja, das stimmt. Und ich kann vor allen Dingen auf Abenteuer gehen. Das ist cool. Und du kannst ja Mit einer alles Crew. machen. Du hast ja keine Regeln wie bei einem Paladin oder was auch immer. Oder irgendwelche Ja, Stadtregeln oder was auch immer. Ja, und Ja. bei den Piraten wäre es, glaube ich, am besten so für mich. Ja. Super nice. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt mal Die darf man Affen haben. Ja. Dann gehen wir jetzt mal nochmal zu Risen rüber, zu Risen 1. Da hattest du ja Risen nur das 1? mit, wo du dich anschließen. Du hast ja vorhin gesagt, wo du dich anschließen würdest. Hast du angedeutet. Ja. Aber ansonsten haben wir ich noch glaub, darüber nicht geredet. Da gibt's doch diese. Ah nee, diese Türme, da ist ziemlich wenig. Also es gibt ja so diese Locations, wo Untote dann sind, so Skelette und so. Mhm. Weil man diese Ringe da sammelt oder Ringteile. Ja, Doch, Ringe. Es waren mehrere Ringe. Und in der Nähe davon gab es doch so eine Hütte. Wo so ein Typ dann sich abgesetzt hatte und wo die Mutter sich Sorgen gemacht hat um den. Ich glaube, wenn der weg ist, würde ich mich in der Hütte einfach breit machen und würde dort dann versuchen, Kräuterkunde zu lernen. Heißt ja nicht Vino, das kann sein. Also, weil das ist ja so mitten in der Insel. Das ist ja perfekt, um Kräuter zu sammeln. Das so Kräuterhexe-mäßig wäre es da, glaube ich, ganz chillig. Weil unten beim Sumpf, ich mag zwar den Don, aber ich möchte nicht im Sumpf wohnen. Und die Echsenmenschen, ich glaube, die sind nicht so menschenfreundlich. Oh, da fällt mir ein, nee, es gibt doch so einen Jäger, so eine Jägerin mit einem Wolf. Oh, ich habe vergessen, wie der heißt. Ja, aber du weißt, wen ich meine. Da fand ich es richtig schade, dass man. Ich glaube, die hatte gar nicht so viel mehr an Quests und sowas. Aber ich glaube, die hatte eine kleine Aufgabe oder so. Aber, Alter, ich glaube, ich würde mich der anschließen, damit ich. Jasmin heißt die. Jasmin, okay. Hab ich jetzt mal geguckt, genau. Will ich gucken, ob ich mich mit Jasmin anfreunden kann. Alter, dann hole ich mir auch so einen Wolf und dann laufen wir so durch die City mit unseren 2 Wölfen. Wolf Rufo heißt das. Ja, Rufo heißt der Wolf. Ja. Den hat aber Rupert davor gezähmt, steht hier in den Informationen dazu. Ist ja lustig. Ah. Rupert ist ihr Ehemann. Okay, warte, ich wusste nicht mal, dass sie einen Ehemann hat. Ach so, ja, ich glaube, das haben die auch einfach nicht gesagt. Das kann sein. Ja, und Rupert ist. Ach, das ist der Rupert. Er hilft dir, den Gürger zu. Stimmt. Oh mein Gott, ich muss mal Risen 1 nochmal wieder durchspielen. Das ist schon so lange her. Ich wollte es ja eh mal auf der Switch mal im Stream mal durchspielen irgendwann. Weil ich die Switch-Version noch nicht durchgespielt habe, aber Gothic 1 und 2 habe ich auf der Switch schon durchgespielt einmal. Nein, und zweimal dann betrittst sogar. Dann betrittst du Akt 3 und dann weißt du wieder, warum du es nicht getan hast. Wirklich, Akt 3 ist schlimm. Du bist nur noch in Ruinen, nichts anderes mehr. Ich war irgendwo in Akt 2 gewesen, als ich unterwegs war mit der Switch ab und zu. Habe ich ab und zu gespielt und irgendwo in Akt 2 hatte ich aber auch keinen Bock, da musste ich den Gürger töten. Oder hatte ich irgendwann keinen Bock mehr, irgendwo rumzulaufen und zu spielen. Das war richtig lustig. Eigentlich. Okay. Ja. Ja. Bei Risen 2 würde ich tatsächlich weiterhin bei meiner Auswahl bleiben. Ich würde auf jeden Fall auf diese Dschungelinsel gehen und bei den Voodoo-Dschungelleuten bleiben. Finde ich am coolsten. Weil ja, alles andere wäre mir, glaube ich, einfach zu gefährlich und volatil. Gerade mit den Piratenkönigen, die da alle ihre Agenda am Fahren haben. Ich glaube, das ist mir dann zu viel. Und bei Risen 3 kann ich
gar nichts sagen, weil das habe ich halt auch noch nicht gespielt. Das habe ich mal angefangen und das kam mir sehr viel mehr linear vor, glaube ich. Mhm. Kann das sein? Ah, ich weiß nicht mehr. Ich habe nur den Anfang gespielt. Und ich habe es nur ein Ja. einziges Mal durchgespielt bei Risen 3, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht mehr. Und das war bei Release und das Okay. ist jetzt schon auch ein bisschen näher, glaube ich. Um ehrlich zu sein. Mhm. Mhm. Okay, aber wir können ja mehr ein bisschen über Risen 1 und 2 nochmal reden, so ein bisschen auch. Was sagst Ja, du denn ja. zur Spielwelt jetzt erstmal dazu? Risen 1 und 2. Die Spielwelt, boah, also ich bin bei Risen 1 bin ich über das Gronk Let's Play damals drauf gekommen. Und Gronk hat das ja auch so richtig langsam gespielt und hat alles eingesammelt, alles angeguckt, alles vorgelesen. Und dadurch sind irgendwie so alle Soundeffekte und jedes Sammeln und jede Animation ist richtig im Kopf geblieben bei mir. Weil das halt so eine Erfahrung gewesen ist, so nah wie möglich dran. Und das ist übrigens auch was der Entwickler, mit dem du gesprochen hattest, ja auch erwähnt hat, irgendwie dieses nah dran und dass er sich das gewünscht hätte bei den Gothic-Teilen von Pithhead Studios. Das fühle ich komplett, ne? Und das, finde ich, fühlt sich durch das ganze Design, also durch das Sounddesign und optisch und durch die Grafik-Engine und so weiter, fühlt sich noch haptischer an in Risen als in den Gothic-Teilen. Das ist was ich wirklich sehr zu schätzen weiß. Es fühlt sich alles sehr viel runder an. Und was ich sehr mochte, ist, dass das Kampfsystem dann auch nochmal sich wieder an Gothic 1 und 2 orientiert hat und versucht hat, das einfach besser zu machen. Das war ziemlich gut, auch wenn es da auch Probleme wie immer gab. Aber ja, die Spielwelt in Risen 1 ist, finde ich, sehr gut ausgereift im ersten Akt und dann aber im dritten halt gar nicht, weil basically einfach, ja, weil halt 1000 Tempel rauskommen, ne? Und du die alle durchklapperst und die alle quasi gleich sind. Das fand ich ganz schrecklich. So viel Zeit, wie man da verbracht hat. Ich erinnere mich an fast nichts mehr aus Akt 3, weil es halt nur nervig war und geschlaucht hat, leider. Und man wollte es einfach nur beenden. Ja. Das war doch das, wo man die das 1000 leider. Echsenmenschen überall töten muss, oder? Wenn ich mich nicht irre. Genau. Oh, Da kamen die ja. Echsenmenschen alle aus dem Vulkan und diese Tempel sind aufgegangen. Und da musste man überall rein. Und ich weiß nicht mehr warum. Man hat irgendwas gesammelt, irgendwas eigentlich. Ich glaube, so 4 Stück. Ich glaube, 4 Tempel waren es, wenn ich nicht verrückt bin. Genau. Spielwelt vom zweiten Teil war, also von Risen, für mich persönlich mein absolutes Highlight. Ich glaube, das ist meine absolute Lieblingsspielwelt. Auch wenn Gothic 2 das Beste von den Piranha Bytes Spielen ist mir die Spielwelt von Risen 2 die liebste. Ja, das ist nicht so eine richtige Open World, sondern es ist halt eine große Karte mit vielen kleinen Inseln, ne? Und jede kleine Insel ist so ihre kleine Karte. Und manche davon sind größer, manche kleiner. Und ich glaube, das ist immer bei Spielen leider so, wenn es dann Richtung Ende vom Spiel geht, fühlt sich das immer weniger an, weil die Entwickler ja irgendwann mal zum Ende kommen müssen. Aber das Quest-Design war im zweiten Teil in Ordnung leider nur, auch wenn die Spielwelt schön war. Also sie war halt optisch stimmig und du hattest auch mehrere Wege, die du gehen konntest. Also nicht immer, aber häufiger, gerade am Anfang halt. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass man eben Patty so abusen kann am Anfang vom Spiel und einfach Patty immer dabei haben und sie alles tanken und töten lassen, um Erfahrungspunkte zu sammeln. Und du hast einfach auf der ersten Insel alles umbringen können und nicht mit ihrem Vater reden können. Und du hast richtig viel XP bekommen. Das fand ich ein bisschen schade. Ja. Habe ich nicht mal probiert bisher. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Doch, das geht. Oh, wow. Ja, das ist ein bisschen schade. Ja. Und es ist halt, sobald du das weißt, kommst du dir halt blöd vor, es nicht zu tun. Ja. Ja, Also- das stimmt. Einfach ganz Ja. einfach. Und Paddy macht das schon alleine, keine Sorge. Erstmal Die eine macht das rauchen. schon, ne? Das Versumpfkraut auspacken aus Gothic 1, let's go. Womit denn?
Womit denn? Ja, okay. Was sagst du zur Glaubwürdigkeit von Risen 1 und 2? Die Glaubwürdigkeit, die ist. Okay, die nimmt ein kleines bisschen ab. Ne? Ein kleines bisschen, obwohl, ist das so? Ja, es sind halt Echsenmenschen statt Orks, weiß ich nicht. Eigentlich sollte das sich nicht viel geben. Vielleicht sind Orks einfach in unserer Gesellschaft mehr akzeptiert als Echsenmenschen. Das kann sein. Ach so. Also wenn das der einzige Grund ist, dann ist es vielleicht kein guter Take, ne? Nee, ich finde doch, also es ist immer noch sehr glaubwürdig. Doch. Es kommt da dieser Inquisitor und der hat so sein Mendoza. krasses Auge da. Mendoza, genau. Okay, und du siehst ja direkt am Anfang vom Spiel, glaube ich, siehst du diesen Titan von Risen 1. Den Feuertitan. So. Und so fing halt beispielsweise Gothic nicht an. Also Gothic kam dir nicht mit irgendwelchen Göttern entgegen und hat dir gezeigt, wie mächtig irgendwelche Viecher sind hier. Das fand ich, also ich glaube, das nimmt ein bisschen Glaubwürdigkeit. Und wenn man in Risen 1 sich am Strand erstmal umdreht und ins Wasser läuft, da kommt ja dieser Wurm. So. Warum sollte das so sein? Lass doch einfach den Spieler rausschwimmen, auch wenn es cool und witzig ist. Ich mag es, dass es drin ist, aber theoretisch muss das doch nicht sein, dass ein Wurm kommt und dich frisst und du bist dann nicht tot, sondern du landest da einfach wieder. So, er schmeißt sich anscheinend einfach wieder hin. Das fühlt sich ein bisschen out of place an, muss ich sagen. Mach doch wenigstens, dass der Wurm dich actually tötet und du neu laden musst. Naja, man schmeckt halt ekelhaft, deswegen. Das schmeckt so ekelhaft, dass er wieder ausspucken muss. Das kann sein. Und auch an die Küste lieber, weil er keinen Bock hat, das draußen zu machen. Ja. Wenn mich nicht alles täuscht, ist doch der Wurm ein Sumpfdrache, oder? In sehr, sehr groß. Boah, keine Ahnung. Nicht Sumpfdrache, Sumpfwurm, ich weiß nicht mehr, wie die in Gothic heißen. Sumpfhai. Sumpfhai! Sumpfdrache. Du bist auch gleich so ein Drache. Ja, ist doch so ein Sumpfhai. Sieht schon ein bisschen so aus, also, ja. In Gothic 2, wenn du rausschwimmst, dann tötet dich so ein riesiger Fisch. Aber dann tötet er dich auch. In Gothic 2? Ja. Ein Fisch, okay. Wusstest du das nicht? Boah, nee, ich bin, glaube ich, noch nie ins Wasser gelaufen dort. Und wenn du rausschwimmst, dann frisst dich irgendwann ein Fisch. Also ein riesiger, fetter Fisch, die frisst dich dann auf. Okay. Und ich glaube, das soll einfach einen riesigen Piranha darstellen, weil Piranha Bytes wahrscheinlich oder so. Ja, geil, daher muss ich mal gucken. Oh, das ist cool, du hast was Neues erfahren. Ja. Weil das finde ich aktuell besser als bei Risen. Das mit dem Wurm, der dich rausspuckt und dich am Leben lässt. Ja. Aber gut. Na, aber ansonsten die Glaubwürdigkeit, ich finde die Charaktere, die handeln da auch sehr glaubwürdig. Ich lieb's, die Dialoge. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich höre mir, glaube ich, immer noch alle Dialoge an. Gut, ich spiele jetzt das Spiel nicht, weiß ich nicht, 3-mal im Jahr, na, sodass ich irgendwann an den Punkt komme, dass ich die Dialoge skippe, sondern ich spiele immer so weit auseinander im Zeitraum, dass ich mir die Dialoge schon komplett gebe. Immer. Aber ja, liegt halt daran, dass die auch einfach gut sind. Und ich glaube, so wird es mit anderen Spielen, die gute Dialoge haben, eben auch gehen. Würde ich mir die auch immer anhören. Ja gut, die Sprecher von der Gothic-Reihe, Risen-Reihe sind ja wirklich auch ziemlich gut. Nicht so wie die englische Sprachausgabe von Gothic, wenn du die schon mal gehört hast. Die habe ich schon mal gehört und da fehlt irgendwie was, das stimmt schon. Ich will wirklich nicht sagen, dass die schlechte Arbeit machen. Ich habe generell sehr viel Respekt vor Sprecherarbeit. Aber bei der deutschen Szene sind wirklich Perlen dabei. Also wir haben Leute, die haben richtig Expertise da drin. Gut, im englischen Raum natürlich auch. Gerade der britische Raum, holy fuck, ich weiß nicht, was mit denen allen los ist. Aber die haben Schauspiel
anscheinend mehrfach studiert, also Durchgespielt. durchgespielt. Und das würde ich nicht mal so sagen, dass Schauspiel in Gothic dermaßen stark ist, tatsächlich, von den Dialogen. Viele Sprecher sprechen ja ihre Texte ja eigentlich immer gleich. Also auch wenn sie unterschiedliche Charaktere haben, hören sich die Texte ja vom selben Sprecher immer so an wie von diesem Sprecher. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also, so wie. Also, Diego spricht seine Texte immer so wie Diego. Auch wenn er Mhm. nicht Diego ist. Zum Beispiel. Aber das tun irgendwie alle von denen. Und das finde ich ein bisschen komisch. Und das ist auch bei Risen so. Aber ja, kann ich Okay. mitleben. Ja. Mhm. Okay. So, wie sieht's denn aus mit dem Kampfsystem aus Risen 1 und 2? Alter, also Risen 1, Kampfsystem Nahkampf. Da hatte ich auf jeden Fall den Stock gespielt mal, weil ich so einen Templer gespielt habe mit Stock. Das war das Schlimmste, was ich je gemacht habe. Macht das nicht. Das macht keinen Spaß. Und es ist scheiße. Weil es, Ja. keine Ahnung, es trifft immer nur dieser dritte Schlag und dieser dritte Schlag bist du den halt, also du machst ja die ersten 2 Schläge, das sind so so ein Seitenhieb, dann der in die andere Richtung und zwischen dem zweiten Schlag und dem dritten Schlag hast du relativ viele Frames, in der dich der Gegner schlagen kann. Das ist kacke, aber dieser Schlag ist halt der einzige mit Range und der tatsächlich ein bisschen Damage macht und trifft. So, die ersten 2 treffen halt ganz selten mal gegen die Gegner, gegen die du da kämpfst. Deswegen, also das war schlimm. Ich mochte, wie gesagt, sehr gerne, dass sie sich auf das Originalkampfsystem zurückbesonnen haben und man eben dieses Dodgen und Zuhauen und nach hinten springen und man hat einen Gegner im Fokus. Das ist schon cool. Es ist halt sehr schade, wenn mehrere Gegner da sind, dass man eben gar keine Möglichkeit hat, mehrere Gegner zu schlagen. Und bei Risen 2, also Risen 2 fühlt sich leider im Kampfsystem auch nicht cool an, weil es ganz oft so ist, dass man komisches Feedback bekommt, wenn du so zuhaust und schlägst, dass der Gegner wirklich Leben verliert. Weil ganz oft ist es nicht so. Und dann fällt dir irgendwann mal auf, gerade also ja, gerade am Anfang, die Pistole. Die Pistole reißt alles raus. Du schießt jemandem ins Gesicht und es hat dann so eine gewisse Chance, ob es trifft oder nicht. Aber wenn es trifft, dann scheppert es dem Feind quadratisch aus dem Gesicht raus. Das ist nicht normal, wie viel Damage das macht. Und es macht so viel Schaden, dass es keinen Sinn macht, was anderes zu spielen. Das nervt mich ehrlich gesagt. Aber ansonsten finde ich cool, dass es so ein paar Techniken gibt. Also die verschiedenen Builds liefern dir so unterschiedliche Fähigkeiten, also beispielsweise mit Sand werfen, es gibt ja schmutzige Tricks, oder den Gegner treten, das ist dann im Stärkebild vertreten. Das ist schon ganz nice, weil du dadurch so den Fluss vom Kampf ein bisschen kontrollieren kannst und das gibt dem ganzen Spielfluss nochmal eine gewisse Würze. Ne? Sehr, sehr schön. Aber trotzdem, zuhauen und nicht treffen, aber das Feedback bekommen, also den Sound im Kopf, ins Ohr bekommen, dass du getroffen hättest. Und andersrum, das macht mich wahnsinnig leider. Und in Risen 1 ist es nicht. Da fühlt sich alles sehr stimmig an. Nur der Stabkampf ist blöd. Aber ganz normal, ein großes Schwert funktioniert sehr, sehr gut. Und mag ich sehr gerne. Einziger Kritikpunkt, gib mir irgendeine Möglichkeit im Nahkampf ein bisschen AOE zu machen, da bin ich glücklich. Ja. Ah gut, AOE gibt es ja bei vielen Spielen nicht von Gothic, Risen und was auch immer. Ja, also Gothic 3 schon, da kannst du mehrere treffen, Mhm. aber das ist halt das Einzige. Ja. Ja, und die Gothic 3, das ist auch nicht so gut. Das Kampfsystem auch nicht so gut. Wie wir schon erfahren haben. Beide sind eigentlich nicht optimal, so. Auf jeden Fall. Wie findest du den Helden, der sich auch komplett verändert vom Teil 1 zu 2? Ach, von Risen? Ja. Also,
im ersten Teil so richtig freundlich irgendwie und dann so ein bisschen aufs Maul hauen von der Stimmung her. Und dann Säufer werden und alles scheiße finden und so richtig aggro werden und das Gefühl haben, dass du so, weiß ich nicht, dass der namenlose Held aus Gothic 1 und 2 zu ihm in der Nacht gesprochen hat. Und zwar jede Nacht. So fühlte sich das an. Weiß ich nicht, wie finde ich das? Natürlich ist es nicht stimmig. Es sei denn, wir wissen ja eigentlich gar nicht so genau, was passiert ist. Nach dem Feuertitan, ja, hat sein Auge verloren. Und er landet bei der Inquisition, egal was du machst. Okay, kann man jetzt halten, was man möchte. Aber da kann ich mir schon vorstellen, das passt irgendwie trotzdem zu ihm, dass er sich so entwickelt, wenn die Inquisitionsleute alles so, ja, so Bürokraten sind. Und so sich im Alltag so verhalten, wie sie eben vom Start des Spiels sich auch verhalten, nämlich sehr, sehr ernst und sehr auf Ordnung bedacht und Termine müssen eingehalten werden und du warst heute nicht beim Schießtraining und sowas und Trinken ist hier verboten und hör auf, unsere Sachen zu klauen und so. Wahrscheinlich sind die ihm übelst auf die Nerven gegangen. Das könnte ich mir vorstellen. Das wäre halt, das würde dann auch Sinn machen, wie diese Charakterentwicklung zustande kommt, würde ich sagen. Ja. Ja, ich fand es aber auch komisch. Man beendet Risen 1, dann geht man in Risen, also ganz normal beendet dann, der Held geht da und dies, das und dann plötzlich so in Risen 2 so, wacht man erstmal auf mit 1000 Alkoholflaschen und trinken. Ja. So. Und keine Ahnung, wie lang nach Risen 1 spielt überhaupt Risen 2. Aber es ist einfach auf jeden Fall komisch. So. Also selbst wenn es eine Woche war. Es müssten schon ein paar Jahre sein. Ja, aber wie. Die Ah, Frage. nee, doch. Boah, stimmt. Naja, es fühlte sich an wie Jahre, aber es macht keinen Sinn, dass es Jahre gewesen sind. Es müssen ja ein paar Wochen gewesen sein oder Monate wenigstens. Eigentlich. No? Mhm. Weiß ich gar nicht. Das ist eine gute Frage. Risen 2 spielt einige Guck Jahre ich's nach Risen 1 steht hier. Ah ja, Jahre, okay. Na gut, dann kann man das vielleicht Stand das irgendwo sogar? noch nachvollziehen, ja. Ich finde, man kann es nachvollziehen. Also Ja, 2 Jahre. dann schon. Ja, wenn ich 2 Jahre umgeben bin von ja, sehr schlauen Menschen, werde ich vielleicht auch so. Ne? Mhm. Ich finde es aber auch unrealistisch, dass es irgendwie in Risen 2 keine normale Magie mehr gibt, sondern nur theoretisch Voodoo. Obwohl in Risen 1 ja noch sehr viel Magie da war. Theoretisch. Stimmt, das war komisch. Es war einfach, Magie war weg. Ja. Also vielleicht lag es daran, dass es einfach niemanden mehr gab, der das so praktiziert hat, wie es eben waren das die Templer? Die Magier von den Templern halt. Das war eigentlich die Inquisition, die Magier. Und die gibt's ja auch wieder. Das macht ja keinen Sinn, so. Ja, okay. Nee, es gibt doch, ich glaube, die Inquisition ist auf die Insel gekommen und da waren schon Feuermagier und die haben sich da reingesetzt, wo die Feuermagier waren. Und die Feuermagier haben war das ein Auge, diesen Stein, dieses Feuer, die heilige Flamme, irgendwie so. Darum haben die sich ja geschart und daher haben die, glaube ich, auch ihre Magie bezogen. Und es hat die Insel beschützt und dann hast du den Feuertitan weggemacht und dann gab es den Schutz der Flamme nicht mehr. Und ich glaube, deswegen gibt es dann auch entsprechend diese Magier nicht mehr. Das kann man schon so zusammenhängend sehen. Okay. Wenn das so eine Sekte ist, wo nur die das können, ja, klar. Ja, gut, ich weiß ja trotzdem nicht. Ich glaube halt nicht, dass die Inquisition nur eine einzige Stelle hat, wo es Magie gab, sozusagen. Am Ende. Ja, gut. Ja, schon, aber wissen wir nicht. Ich weiß gar nicht, ob man weiß, was Mendoza eigentlich konnte. Mhm. Ich glaube, da konnte auch Magie wirken, aber ja. Da hat er ja auch im Prinzip. Ja, in Risen 3 gibt es ja Magie. auch wieder Okay. Magie, das ist richtig. Na gut, dann. Und da ist es auch wieder eine Inquisition mit der Magie und all den Kack. Deswegen, das ist ja komplett komisch. Ganz Kack. Ja, das ist halt komplett unrealistisch. Und komischerweise von Risen 2 auf Risen 3 hat Patty auch noch eine Schönheitsoperation gehabt, anscheinend irgendwo. Die hat plötzlich die größten Brüste Mortanas oder so. Ja, gut.
Farangas dann halt, du weißt, was ich meine. Soll ja angeblich tatsächlich noch quasi Myrtanas sein, heißt nur nicht mehr so. Es spielt wohl eigentlich in der gleichen Welt, aber man sagt es nicht. Ich glaub, Ja, man so war sagt ja, die das. Götter haben diese Welt verlassen, haben dir extra in Risen 1 Genau. den Start so gemacht. Und das ist ja im Prinzip Ja. das Adanos-Ende aus Gothic 3 eigentlich so. Ja, genau. Das ist irgendwie Das- ganz lustig. Ja. Das finde ich richtig cool. Mag ich sehr, dass sie das einfach weitergeführt haben, aber halt dann also auf andere Weise. Ja. Ja. Also Ramon, du sagst, Magie war schuld. Wie ist das denn passiert? Gibt es dann so Schönheitsoperationen mit Magie in Risen? Oder meinst du, sie hat ihre Brüste in Erzhaufen getaucht oder so? Oder was meinst du jetzt, Ramon? Erzähl uns mal deinen Gehirnschmalz, was auch immer. Ja, oder Patty war zu Risen 1 und 2 noch so, keine Ahnung. Also Patty war in Risen 1 16 und hat die Bar besessen mit Mhm. 16. Dann war sie 18 in Risen 2. Und dann hat sie nochmal einen Schub bekommen mit, weiß ich nicht, 22. Vielleicht. Ich gehe immer noch davon aus, von der Schönheitsoperation, ich weiß nicht. Das kann sein. So eine Voodoo-Sache, Das glaub ich weißt du? Ach, deswegen läuft sie auch mit dem Typen da rum in Risen 3. Sie läuft doch mit diesem Voodoo-Typen. Bones hieß er, glaube ich. Mit dem rum. Und der hat diese Operation der so kann gemacht. das. Ja, ja. Ah, okay. Der kann Jetzt das. verstehe ich. Krass. Der hat also Medizin studiert, sehr cool. Ja, dann weiß ich, bei Voodoo-Medizin. wem ich in meinem nächsten Playthrough in die Lehre gehe. Das ist ja klar. Ah, da gibt's ganz viel Geld, ja. Ja. Ah ja, okay, Ramon sagt jetzt eine neue Theorie, gibt uns eine neue Theorie, dass sie schwanger war einmal. Wo ist das Kind jetzt hin, hä? Ramon? Erzähl uns. Oh, war ja halt geschrieben, das weiß Nobelia davor. Oh oh. Ach so, das Kind ist ein Kind Belias, so wie halt Jesus. Ah, Ach so, ja. verstehe. Ja, jetzt wissen wir es. Ramon hat's herausgefunden. Endlich wissen wir es. Ja. Oh, zum Glück. Okay, hast du Elex eigentlich gespielt? Nee, das möchte ich noch gerne. Oh, musst du auf jeden Fall noch äh, machen. Ist das empfehlenswert? Ja, der erste auf jeden Fall, ja. Okay. Der Weil, zweite weiß ich nicht. Ist ja schon ein Anzeichen, dass halt Gothic und Risen sehr viel mehr auch bis heute einfach so Klassiker sind und Elex immer nur so als Nebensatz erwähnt wird. Hat wahrscheinlich einen Grund. Ja, aber Elex 1 finden die meisten ja eigentlich gut von alten Gothic-Fans. Okay. Nur den zweiten findet niemand gut. Wahrscheinlich. So, um ehrlich zu sein. Aber apropos, Schade. was ist mit der Geschichte von Risen 1 und 2? Was kannst du dazu sagen? Also es gibt die Titan-Lords, es gibt die Titanen, Mhm. oder sind das die gleichen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich muss wieder spielen dafür. Beziehungsweise werden wir bald alle nochmal spielen. Ich weiß nur, dass es diese Krake am Ende in Risen 2 gab, die man töten muss. Genau, in 2 ist die Krake, die heißt Mara und und sie ist halt so wie Kalypso aus Fluch der Karibik. Ja. So ein bisschen. Mag ich prinzipiell. Leider hat Mara gar keine Screentime und also sehr wenig Persönlichkeit bekommen. Ein bisschen hat es bekommen. Mhm. In Risen 3 trifft man sie dann ja auch nochmal, glaube ich. Da hätte ich mir viel mehr auch nochmal gewünscht, dass man mit dem Feuertitan so ein bisschen Interaktion hat, weil der ist wirklich einfach so eine Entität, die vor sich hin existiert. Das finde ich sehr, sehr schade. Also ich würde sagen, das Worldbuilding samt dem ganzen Beweggrund, warum überhaupt irgendwas passiert, ist in Risen wesentlich weniger ausgearbeitet, als es in Gothic gewesen ist. Das ist mir aufgefallen. Halt einfach, weil diese Entitäten, um die es geht, so wenig zu tun bekommen. Klar, Innos und Belia werden die ganze Zeit erwähnt und es gibt ganze Religionen um die herum, die komplett Sinn machen. Und wo man sich dann auch beschäftigen will als Charakter damit, wenn man dort ist, vor allem wenn man zu so einer Statue geht und da 10 HP bekommt. Für ein bisschen Beten. Zum Beispiel.
Also, ja, finde ich sehr schade, dass bei Risen ein bisschen weniger geworden ist mit den, dass man halt viel mehr über die Titanen hätte rausfinden können. Klar, die Echsenmenschen, die haben ein bisschen Lore bekommen. Da erinnere ich mich zum Beispiel an so einen krassen Herrscher, Ritter, diese sprechende Rüstung, die man da dann auch getroffen hat in diesem Tempel. Da hat man wenigstens erfahren, warum er der Herrscher gewesen ist von den Echsen warum er gegen den Titanen überhaupt bestehen konnte. Das ist ein bisschen Mhm. her jetzt, muss ich sagen. Aber man hat da was bekommen, auf jeden Fall an Info. Fand ich auch gut. Die Insel selber, auf der Risen 1 spielt, die ist sehr in sich geschlossen. Und die anderen Inseln oder auch generell die Welt irgendwie fühlt sich nicht damit so verbunden an, während es bei den Gothic-Teilen halt viel mehr der Fall ist. Logisch, weil alles miteinander zusammenhängt. Es wird Erz geschürft für den König, weil er führt Krieg gegen die Orks. Deswegen brauchen wir Erz und deswegen haben wir überhaupt die Gefängniskolonie und deswegen macht es überhaupt Sinn, Verbrecher dorthin zu schicken. Es macht auch Sinn, Erz auf einer Insel abzubauen, wo wenig Orks sind, um eben den Ertrag davon nicht an die Orks zu verlieren. Das macht Sinn. Und ja, die Welt von Risen hatte das viel, viel weniger. Irgendwie, die Orte haben weniger eine Rolle gespielt, wie sie gewesen sind, als in Gothic war. Die waren halt da. No? Mhm. Egal, ob es Tacarigua war, auch wenn in Tacarigua zum Beispiel sehr viel Essen produziert wurde, glaube ich, mit den Feldern. Mhm. Die Piraten hatten eigentlich nur Rum. Ich weiß auch nicht, wie die überlebt haben, außer durch Diebstahl. Und selbst da hat irgendwie Wasser gefehlt. Nee, Wasser hat dann nur gefehlt, weil die Wasserträger geschlagen werden mussten. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, das ist mir aufgefallen. Okay. Was ist dein Lieblingsspiel von der ganzen Piranha Bytes Reihe? Also von Piranha Bytes Spielen, nicht Reihe. Das war die falsche Auf Frage. jeden Fall Gothic 2. Mit Die Nacht des Raben, denke ich. Wie gesagt, finde ich, ist das beste Spiel in jeder Hinsicht. Aber ich glaube, am liebsten wäre es mir dann, also wenn ich Risen 1 und 2 als ein Spiel nehmen könnte, dann wären es die beiden. Die finde ich nochmal ein bisschen krasser. Aber nur die zusammen finde ich besser als Gothic 2. Die Nacht des Raben. Also Gothic 2, Die Nacht des Raben ist das Beste. Mhm. Und würde Risen 1 und 2 einfach zusammenspielen, dann würde ich das wählen, glaube ich. Mhm. Ja. Ja, Was Gothic ist 2 ist, glaube ich, die Standardantwort. Naja, ja, ist aber auch einfach das Beste. Also, weiß ich nicht. All in all ist es das Beste. Es hat am meisten Content, es ist am meisten ausgearbeitet. Ja, das ist einfach cool. Und was ist dein Favorite-Spiel überhaupt? Also jetzt, wenn man nur nicht jetzt Piranha Bytes nimmt, sondern grundsätzlich? Okay. Es ist entweder Kenshi oder Baldur's Gate 3. Weil, also, Kenshi hat halt leider nicht so, hat halt keine Charaktere und keine Story irgendwie so. Aber dafür hat es das coolste Gameplay, was ich kenne. Und Baldur's Gate 3 hat halt erstens D&D. Ich liebe D&D. Das Gameplay von generell Wargaming ist unfassbar schön. Und dieses Pen-and-Paper-Helden-Wargaming, ich liebe das. Das ist so schön. Das ist so ein kooperatives, wettbewerbsorientiertes. Also wenn du es halt besonders schwer machst, dann kannst du da dich richtig rein min-maxen. Und das macht ultra Spaß. Du kannst so, wenn du einen schweren Dungeon spielst, also eine schwere Kampagne spielst, wo alles dich töten kann,
und wo der Spielleiter auch bereit ist, dich zu töten, dann setzen sich alle Spieler zusammen und machen richtig krasse Builds und basteln da was herbei. Und das kannst du bei Baldur's Gate eben dann auch machen und das ohne Pen and Paper. Ist halt leider begrenzt darin, dass du nur dieses eine Spiel hast. Und ansonsten aber dafür hat es halt auch eine, ich liebe die Charaktere und die Story von Baldur's Gate 3. Es hat mich davon gerettet, nur noch League of Legends zu spielen. Weil ich hatte nur League of Legends gespielt. Und mit Baldur's Gate hatte ich gemerkt, also erst mit Kenshi, dass es halt auch andere Spiele gibt, die Spaß machen. Und Baldur's Gate hat dann so das Fass zum Überlaufen gebracht. Da habe ich dann wirklich gemerkt, okay, du musst dein Leben nicht damit verbringen, die beste Irelia von Europa zu werden, sondern du kannst einfach machen, was dir Spaß macht. Und alles davon hat seinen Wert und alles ist cool. Und wie weit bist du davon entfernt, die beste Irelia zu sein? Also, vom Rang her extrem weit, ne? Mechanics aber, wenn meine Hände warm sind, dann glaube ich mir selber nicht, was ich da kann. Also, klar, es ist kein Irel King, falls du den kennst. Aber es ist schon sehr, sehr schön, finde ich. Also ich habe mir selber gerne zugeguckt bei den Streams, die ich gemacht habe, wenn ich Irelia gestreamt hatte. Aber leider, Elo ist halt nicht so krass und ich war nicht so gut im Teamfighten und so. Das ist halt scheiße. Und manche Landing Phases habe ich halt verkackt immer, weil ich halt auf Krampf das so spielen will, wie halt mein Idol, ne? Und dann campt halt der scheiße Jungler bei mir und dann geht es schon nicht mehr. Du kannst nicht einfach kopieren, was du in einem Video siehst. Und dann erwarten, dass es funktioniert. Das funktioniert natürlich deswegen, weil der Spieler, von dem du es gerade kopierst, die Situation richtig liest und feststellt, oh cool, ich habe gerade Tempo und der gegnerische Jungler ist nicht bei mir, also kann ich gerade einfach reingehen und Tower diven. Also, und ich kann das natürlich nicht, weil der Jungler bei mir hovert und mich wahrscheinlich jetzt ganken wird. Ja, und mit Baldur's Gate habe ich halt gemerkt, es gibt noch mehr Sachen, über die man sich Gedanken machen kann, als so den ganzen Tag über Jungle Timer nachzudenken. Ja, und Kenshi. Ja. Ja gut, also ich habe ja League of Legends auch am Anfang mit Channel nur gespielt fast 9 Monate oder so, nur LOL fast und Gothic dazwischen ein bisschen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich habe keinen Bock mehr auf LOL. Also mir hat eigentlich das Stream LOL komplett kaputt gemacht. Vorher hatte ich Spaß an LOL, aber Stream, was da manche für toxische Leute in den Stream dann gekommen sind, die dann einen beleidigt haben. Echt? Und das Schlimme ist, wenn man spielt den Master Challenger Elo und sind trotzdem solche Menschen, die so toxisch sind dabei. Und jemand hat sich auch gedacht, 40 Bestellungen per Lieferant auf meine Adresse zu machen. Nein. Überall mit Impressum. Ja, hat einfach einmal gemacht, der verloren hatte. Also danach habe ich ja jede Bestellung abgelehnt, natürlich, ja. Genau. Und dann, ich denke mir auch so, wie dumm muss man sein. Aber das Allerdümmste war von dieser Person, die hat mit seiner eigenen Handynummer angerufen dort, die ganzen Restaurants. Und ich habe ja Lieferando angerufen und gesagt, ja, das ist nicht meine Nummer, das war nicht, der wurde aber überall angerufen damit. Ja, und dann natürlich wurde das von Lieferando angezeigt und ich habe einen 50-Euro-Gutschein oder so bekommen bei Lieferando. Weil die es ja nicht verhindert haben. Weil ja 40 Bestellungen gemacht wurden, als ob jemand 40 Bestellungen von verschiedenen Restaurants an einem Tag bestellt. Also, das ist will ja niemand machen, so um ehrlich zu sein. Aber das war schon krass. Also, manche Menschen, ja. Hut ab, der hat sich sehr viel Zeit genommen, die ganzen Leute anzurufen, habe ich so das Gefühl. Und auch noch Sachen rauszusuchen für 40 Euro oder so, ja. War der in deinem Team oder im Gegnerteam? Gegnerteam, der hat verloren. Hä? Nein. Ja, doch. Ja. Was ist das denn? Ja. Ich hätte es irgendwie verstanden, wenn es in deinem Team wäre und der dann sagen würde, du hast mein Spiel getreut, ne? So, aber wenn ich doch einfach nur verloren habe, gehe ich doch nicht zu meinem Gegner hin und kacke ihm vor die Tür. Was soll das? Das verstehe ich nicht. Das machen halt manche Menschen, das ist halt einfach so. Ich war ja auch immer der böse Jungler, der böse Shyvana-Jungler, ja, immer gerne gewesen. Umso schlimmer, wenn du davon permagankt wirst und dann verlierst, bist du wahrscheinlich wirklich selber schuld. Ja gut, ich habe Shyvana sehr OTP't. Also die Leute haben immer alle haben gesagt, Shyvana ist kein Meta, Shyvana ist scheiße.
Aber ich habe dann gezeigt, dass das nicht scheiße ist. Und dann hat irgendwann Argurin das selber gemacht, also der beste Spieler von LoL auf der Welt. Aber ich habe es da vorher schon gekonnt und war ein Master und Challenger drin damit, also. Ich habe Shyvana auch gejungelt, damit. Also hat mir auch Diamond verschafft, Shyvana. Shyvana ist ein toller Champion. Nee, auf jeden Fall. Aber das war auf jeden Fall ganz lustig. Yumi auch. Was? Du sollst auch was trinken. Sejuani war es bei mir. Achso, okay. Shyvana und Sejuani waren es bei mir. Mhm. Ja, bei mir war es Shyvana und dann immer wieder. Und irgendwelche anderen Champions, die immer gepasst haben. Wenn Shyvana weg war, ich konnte gefühlt alles spielen, was es immer Champions gab. Dann habe ich immer das gespielt, was am meisten als nächstes passt. Und da gab es alles. Ja. Ich habe so viele scheiß Clips, das ist schlimm. Ganz schlimm mit LoL. Aber ich spiele, wie gesagt, kein LoL mehr zum Glück. Bei mir war League of Legends das Problem, was ich nicht gewusst hatte, das habe ich erst letztens festgestellt, beim Streamen, ich quatsch zu viel mit dem Chat. Ich konzentriere mich dann null auf das Game, so sehr ich es versuche. ich achte dann gar nicht mehr darauf, was ich eigentlich mache, was die nächsten 3 Schritte sind, was die nächsten 30 Sekunden vom Game sind. Ich denke dann nicht mehr drüber nach, wie ich die Wave-Stat spiele, ob ich für Platten, warum ich überhaupt trade, wie ich trade und sowas, sondern ich trade einfach immer und rede dabei mit dem Chat. und dann werde ich permagankt und dann, ja, komisch, woran kann das nur liegen? Ja, wahrscheinlich wieder nur mit dem Chat geredet, das ist das große Problem. Ja. Ich habe entweder nur mit dem Chat geredet oder sich so sehr aufs Spiel konzentriert, dass ich niemandem geantwortet habe. Eins von beiden war immer bei LoL damals. Auf jeden Fall. Ja. Das ist wirklich, kann ich vollkommen nachvollziehen. Das ist einfach bei LoL so. Da muss man sich viel zu sehr konzentrieren bei dem Kack, um ehrlich zu sein. Ja, finde ich auch. Also, wenn ich LoL streamen würde, dann dürfte ich, wenn ich halt gewinnen wollen würde, ich müsste den Chat einfach ausmachen, leider. Und dürfte nicht hingucken. Sonst geht das nicht. Und deswegen streame ich das, glaube ich, auch nicht mehr. Weil, ja, also es macht schon mehr Spaß zu streamen für den Stream und nicht League of Legends zu streamen, damit du mehr League of Legends streamen kannst, weil du es damit rechtfertigst, weil du ja streamst. Nee, kann ich komplett verstehen. Das kann ich komplett verstehen. Jetzt streame ich Singleplayer und lese den Chat nicht. Das stimmt. Aber keine Zeit. Muss ja spielen, verdammte Axt. Generell Real-Time-PvP-Games muss man 100% Fokus haben. Also, ja, und dann finde ich tatsächlich, könnte man argumentieren, dass man wirklich nur das höchste Level streamt, weil man eben den Leuten das Gameplay zeigen möchte, die was davon haben, weil sie das höchste Gameplay gucken. Deswegen. Ja. Okay, gut. Sehr schön, sehr schön. Okay, haben wir denn irgendwas vergessen jetzt erstmal? Ich glaube nicht. Ich glaube, da gut, wie gesagt, die nächste musst du noch probieren. Musst du auf jeden Fall mal probieren, den ersten Teil auf jeden Fall. Und den zweiten vielleicht einfach nur, um die Geschichte nochmal zu beenden bis dahin. Aber dann regt man sich auf, dass kein LX3 kommt, leider. Weil LX3 halt, weil die Geschichte an einer Stelle nicht genug beendet wird für uns alle. Ich glaube, jeder ist sich da einig. Und das ist eine Sache, ich habe mir Notizen gemacht, was da passieren würde. Aber das darf man nicht veröffentlichen, hat Björn gesagt. Weil sie ja vielleicht weil sie vielleicht noch LX3 selber entwickeln von. Also es gehört ja alles, nicht Alchemia, sondern THQ. Und der hat gesagt, rechtlich kann er. Also er hat es mir gesagt, aber er darf es rechtlich nicht veröffentlichen, im Prinzip, was er machen würde. Also was die in LX3 geplant haben. Und das kann man dann halt in keinem Video und so weiter und so fort machen. Ja? Du weißt, was da geplant ist, aber du darfst es nicht weiter erzählen. Genau, sowas kann ich nur sagen, außerhalb des Streams. Das geht, das ist kein Problem, aber man darf es halt nicht veröffentlichen im Prinzip, was die damals machen wollten. Ist das krass. Ja. Okay. Auf jeden Fall. Scheiße. Na gut, aber macht Sinn, ne? Also wenn THQ tatsächlich jemals sich dazu entscheidet, machen wir doch mal LX3, ey, das war krass. Ja. Ich frage mich auch, ob sie das benutzen, was schon fertig ist. Das Spiel war ja schon, laut Björn sollte das Spiel wäre in 6 Monaten fertig, weil das Spiel ist eigentlich fast komplett schon gestanden mit der Geschichte und alles, nur das Ganze optimieren und alles ist noch gar nicht gemacht worden. Also im Prinzip aber das Spiel was da, theoretisch. Ist schon da. Theoretisch, ja. Aber wurde ja, wie gesagt, wegen der Schließung, weil die ja verschissen haben, irgendein Ding haben die ja verschissen damals. Irgendein Deal, genau, mit über Millionen und dann haben sie ja ganz viele Firmen da gekündigt. Ja. Damals. Ja.
Ach, Nee, auf THQ jeden- und ja. nicht Piranha Bytes. Die Piranha hat Bytes nichts selbst falsch war nicht gemacht, schuld. oder was? Nee. Und das war nicht THQ, ich habe vergessen, wie hießen die nochmal, die Piranha Bytes geschlossen haben, weil die gehören ja so ein Riesendings da nochmal an. Joe Wood. Nein, auch nicht. Joe Wood war davor Gothic 3. Achso. Also ich gebe es mal kurz ein. Geschlossen. Ich bin mal ein bisschen toxisch und sage, Elix 3 Infos will ich gar nicht. Embracer kann das sehr gut. Embracer war's, genau. Ich habe gerade das gerade auch gefunden. Embracer war's, genau. Embracer Group hat Okay. da den Deal verschissen und dann haben sie Piranha Bytes im Prinzip. Entweder wollten sie es verkaufen, haben sie nicht geschafft, oder sie hätten es einfach, wurde halt jetzt einfach geschlossen, genau. Aber sie wollten es versuchen zu verkaufen, aber niemand hat es gekauft. Ja. Deswegen. Das So eine ist der Kacke. Grund. Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte tatsächlich Elex 3 so, die Geschichte zu beenden, das wäre super gewesen noch, finde ich. Egal Das- jetzt, das ob finde es ich wirklich ja toll oder schlecht ist oder nicht, wie auch immer. Ne? Das Was? ist für mich auch ein Grund, nicht Elix zu spielen, weil ich halt Ja. weiß, dass ich es nicht zu Ende spielen kann, weil der dritte Teil fehlt, ja. Ja, aber das Problem ist, Elex 1 ist halt wirklich so lohnenswert, dass man es mal spielen muss eigentlich. Und der zweite Okay. ist halt nur die Geschichte weiter. Oder man spielt halt nur Elex 1, aber dann denkt man sich so, was passiert denn jetzt eigentlich? Weil dann weiß man nichts mehr, weil es endet. Theoretisch ist es auch ein Ende, was in einem Spiel sein könnte. Und fertig. Ja, Aber okay. es geht halt weiter dann. Ja. Guck mal, habe ich das schon? Ja, ist auf jeden Fall auf der Liste. Hätte ich Mhm. sehr Lust drauf, das mal zu spielen. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Auf Sale warten oder CD-Key kaufen, da bekommen die selbst nichts mehr davon. Ja, war Wallet, alles gut, das ist ja klar. Achso, Piranha da Bytes kriegt macht es ja nichts mehr. übelst Sinn. Ja. Ja. Da macht es Ja. ja mal ausnahmsweise Sinn, das nicht zu kaufen. Also normal zu kaufen. Ja. Ja, sonst gibst du ja nur Embracer Group was im Prinzip. Beziehungsweise THQ Nordic gibst du was. Ja. Ja. UXD. Krass. Ja. Okay. Also, wie sieht es jetzt aus? Ist jetzt eigentlich wir haben ja jetzt auch, vorhin hat ja Ramon erwähnt, haben wir jetzt Sonntag dann diesen zu siebt erste Folge aufnehmen Ding, oder was war das jetzt? Wann war das? Oder war das der Podcast? Genau, das war der Plan war die Folge zusammen aufnehmen. Mhm. Ich gucke gerade, genau, nur die erste Folge, also ohne Podcast. 20 Uhr habe ich jetzt bei mir hin. Da haben auch die Genau. meisten gesagt, let's go. Ja. Das schreibe ich mir jetzt sofort noch einen Kalender auf, weil ich habe so viel in den Chat geschrieben, wo ich immer unterwegs war und was zu tun hatte, dass ich noch gar nicht so richtig mitbekommen habe, wie das ist. Deswegen habe ich jetzt nochmal gedacht, ich frage das jetzt kurz nochmal. Okay, gehen wir kurz hin auf diesen Sonntag, oder? War das dann? Mhm, genau. So, um Siebter. 20 Uhr. Ja. Alter, das wird so wild. Ja, das wird bestimmt richtig lustig und das Trollerei wird auch richtig lustig. Ich bin auch Ja. so gerne in so Projekten, dass immer so Leute ein bisschen trollt. Das wird auf jeden Fall lustig. Also, für die es nicht wissen, wahrscheinlich dürfen wir auch darüber reden, ist also kein NDA drüber. Mhm. Wir machen Risen 2, also sieben Leute, die Risen 2 spielen. Also sprich, ein Safe-Game wird geteilt und 7 Leute spielen das und da sind wir beide mit dabei und ich freue mich da unfassbar sehr. Aber das wird dann kein Stream, sondern das wird auf YouTube. Deswegen, Twitch-Chat, einmal hier auf den jeweiligen Kanälen mal das Abonnement da lassen. Spätestens auf YouTube. Wenn es auf YouTube ist, könnt ihr nochmal alle Links wieder sehen. Ja, aber die Leute, Warlord ist ja von mir, poste ich auf jeden Fall immer dann in Discord, wenn dann eine Folge kommt oder die Playlist. Also nee, die Playlist darf ich, glaube ich, nicht. Doch. Ach, ich weiß nicht mehr. Also ich glaube, niemand verbietet es jetzt, zumindest bei uns, glaube ich. Außer jemand denkt sich, so muss sein. Ich glaube, die Playlist schon, aber halt nicht so, dass die jemand anderes bearbeiten kann. Ja, richtig. Smash that Like and Subscribe-Button. Ja, nee, unbedingt deabonnieren. Am Ende seht ihr noch die Kackvideos. Das wäre eher schlimm. Okay, sehr Und auf schön. gar keinen Fall gucken. Nee, Das voll schmilzt langweilig, das Gehirn. Schmutz, alles Schmutz hier. Ja. Schmutz. Dreck. Ja. Okay, sehr nice. Dann freut es mich, dass du auf jeden Fall dabei warst. Schaut mal auf jeden Fall bei ihren ganzen Kanälen vorbei. Spätestens auf YouTube werdet ihr auch alle Links nochmal haben. Hier jetzt noch nicht, hier habt ihr aber sind markiert und könnt ihr auch schon verlohnen. Wenn ihr es Bock habt, sofort zu machen, dann let's go.
Und jetzt gebe ich dir auf jeden Fall das Ich bin- Schlusswort nochmal. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich, dass ich bei dieser Folge mitmachen durfte, eingeladen wurde und dass mir sogar zugehört wurde und Fragen gestellt worden sind. Über was das haben wir hat mir nochmal sehr viel geredet? Spaß gemacht. Ich glaube über League of Legends, oder? Ja, stimmt, das war's. Ja, okay. Oh. Und ich freue mich, wenn ihr bei mir vorbeischaut. Ja, ich würde ja gerne Werbung für Shaper machen, aber ist jetzt, glaube ich, hier nicht so sinnvoll. Ja. Yomigander heißt der Kanal auf Twitch und auf YouTube. Auf YouTube heißt es, habe ich 2 Kanäle, einmal den Yomigander Live und den normalen. Die werden auch beide bespielt, haltet euer Maul. Ich muss nur mehr Videos machen. Aber was kommt, das kommt. Safe. Auf jeden Fall. Mein Mikrofon geht wieder, deswegen geht wieder was. Ja. Sehr